Ich begrüße euch wieder ganz herzlich, auch auf Zoom. Ich denke, heute ist die Chris am Übersetzen ins Französische und der Simon wahrscheinlich wieder ins Englische. Und als Einstimmung, statt der Zuflucht, singen wir einfach mal das Tara-Mantra. Die große Mutter habe ich jetzt mal hinter mich gesetzt. Die Prajnaparamita, das ist sozusagen die Essenz von Tara und von allen Buddhas. Sie wird auch die Mutter aller Buddhas genannt. Vielleicht hilft das ja ein bisschen. Om Taden Tun Taden Tude Swaha Om Taden Tun Taden Tude Swaha Om Taden Tu Taden Tu 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 Swaha. Ja, ich hatte versprochen, kurz zu erklären, was wir heute Morgen, so wie wir den Geist eingesetzt haben in der Meditation. Der erste Teil war diese Öffnung in die Weite. Wir haben angefangen mit dem Körperbewusstsein, sind mit dem Körperbewusstsein auch über die körperlichen Grenzen hinausgegangen. Ihr wisst, wir haben ja auch so einen Sinn, wo wir zum Beispiel Wind und Temperatur, Einflüsse, die von außen kommen, wahrnehmen können, nicht nur was innerlich passiert. Und wir haben aber viel feinere Gefühle, Wahrnehmungen für eine atmosphärische Wahrnehmung in uns. Wir können ein Gefühl entwickeln, was deutlich mehr ist als nur die normalen Körpersinne. Wir haben die Augen geöffnet, sind mit dem inneren Sehen in die Farbwahrnehmung, in die Lichtwahrnehmung gegangen, sind auch damit über den Raum hinaus, mit dem Hören ebenfalls und sind so wie gestern in der Meditation haben wir es dem Geist dann erlaubt, sich in der Weite wiederzufinden, wo all die Denkprozesse, alles, was von selbst auftaucht, sich von selbst wieder lösen kann. Ein bisschen so wie Dampf, der sich im Himmel verteilt und gerade wieder auflöst. Kaum aufgestiegen, schon wieder aufgelöst. Und da in dieser Art zu meditieren war die Betonung auf ein sich öffnen nach außen hin, in das, was wir fürs Außen halten. Ja, wohlgemerkt, das ist auch nur eine Vorstellung mit dem Innen und Außen, aber wir haben mit dieser Vorstellung von
Öffnung nach außen gearbeitet, obwohl wir uns ja zu Anfang auch, das ist auch wichtig, uns gut im Körper verankert haben, aber so da war die Betonung auf Öffnung nach außen, Weite, Raum und darin die Dinge, ja, entstehen und vergehen lassen. Und im zweiten Teil der Meditation haben wir wieder mit dem Körper begonnen und sind aber einen Prozess des Fühlens sozusagen nach innen gegangen. Ich habe euch bewusst ermutigt, die Augen zu schließen und immer feiner zu spüren, was eigentlich innerlich so subtil los ist, diese Strömungen, die feinen Befindlichkeiten, die Stimmungen und die vielfältige, nicht zu fassende Dynamik in unserem Sein. Das, was wir so innerlich alles erspüren können. Und habe dafür das Beispiel benutzt, wie so Strömungen in der Tiefe des Ozeans, wobei dieser Ozean jetzt kein Ozean ist, wo man dann plötzlich auf den Boden kommt oder Grenzen spürt, sondern ein Ozean ohne Grenzen. Und was ihr in diesen beiden Meditationsvorgehen so ziemlich exemplarisch gespiegelt bekommt, sind sehr unterschiedliche Meditationsrichtungen. Ja, es gibt die Meditationsrichtung mit den offenen Sinnen, wo bewusst mit offenen Augen meditiert wird, die Aufmerksamkeit nach außen geweitet wird und eine Präsenz im Umfeld gespürt wird, wobei dann auch das Haften an einem inneren Selbst sich auflöst, in der Weitung des Gewahrseins, ohne Grenzen, ohne Mittelpunkt. Und andere Meditationsrichtungen, wo man sagen kann, dass bewusst sogar die äußeren Sinne geschlossen werden, also nicht nur die Augen, sondern ihr habt, ohne dass ich was erwähnt habe, vermutlich außer meiner Stimme kaum noch etwas gehört. Die Stimme brauchtet ihr, um die Anleitung zu verstehen, aber die Außenwahrnehmung war extrem zurückgeschraubt in der zweiten Form zu meditieren. Dafür wurde die Innenwahrnehmung leichter und auch betont. Und wir bekommen mehr von den inneren Dynamiken mit. Die Betonung habe ich da nicht zu sehr auf das Denken, die Denkprozesse gelegt, sondern mehr auf die noch subtileren Gemütsströmungen. Diese feinen, subtilen Gefühle von Weite und Enge, da bin ich jetzt nicht weitergegangen. Es ging mir nämlich dann zum Schluss darum, natürlich hatten wir nicht unbeschränkt Zeit, aber es geht mir darum, dass ihr spüren könnt, wie diese beiden Meditationsformen zusammenkommen können. Mal wird die eine, mal wird die andere für euch hilfreicher sein, aber schlussendlich geht es darum, dass wir, so wie wir jetzt hier sitzen und einander anschauen, hören, den Körper spüren, dass wir gleichzeitig auch der subtilen inneren Befindlichkeiten gewahr sind. Dass wir mitbekommen, wie sich innerlich unser Erleben gestaltet. Und natürlich, wie dabei Gedanken, Assoziationen, Gefühle auftauchen, die sich lösen können, während sie wahrgenommen werden. Ja, also wir brauchen nicht diese beiden Formen zu meditieren, gegeneinander zu spielen, sondern wir können sie, und das ist die hohe Kunst, wir können sie gleichzeitig, es ist nicht zwei Dinge, die wir ausführen, sondern es sind viele Bereiche des Erlebens, die gleichzeitig genutzt werden. Wobei die Beschränkung auf das Innere durch das Schließen der äußeren Sinne es ermöglicht, das vermeintlich Innere sehr deutlich zu spüren und die Weitung ins Äußere uns ermöglicht, ganz viel mitzubekommen und in hoher Resonanz zu sein mit dem, was in den Situationen so los ist. Und dann bemerken wir, dass diese hohe Resonanz, dieses Mitschwingen mit allem vermeintlich Äußeren im vermeintlich Inneren stets Bewegungen auslöst. Dass allein schon, wenn ich jetzt den Blick, gerade habe ich ihn gewendet, von
euch hier von innen im Saal und da draußen ist ein recht heller Himmel. Allein das schon bewirkt eine feine Gemütsänderung in mir. Und das mitzubekommen, wie jeder Klang, jede Farbnuance, jede Bewegung eine innere Veränderung, also eine Veränderung im inneren Erleben bewirkt, das alleine schon ist Integration. Ja, also wir können, das wollte ich mir sagen, langsamer zu sprechen. Ja. Also das alleine schon ist Integration von feinstem inneren Spüren und feinstem äußeren Wahrnehmen. Und jetzt muss ich noch die beiden Begriffe innen und außen aufs Korn nehmen. Wo findet das Erleben dessen statt, was wir sehen, hören, mit unseren feinsten Antennen für die Umwelt wahrnehmen? Wo findet dieses Erleben statt? Irgendwo im Geist, nicht wahr? Im Gewahrsein, sagst du. Ja, das ist richtig, Eva. Im Gewahrsein. Wo findet das Erleben statt von dem, was wir so am feinsten, das Subtilste unseres Innenlebens nennen? Vielleicht auch im Gewahrsein, vielleicht auch im Geist, nicht wahr? Es findet das vermeintliche Innen und das vermeintliche Außen findet beides statt als geistiges Erleben. Es ist ein geeintes geistiges Erleben. Und der Grund, warum wir Innen und Außen so unterscheiden, ist, weil natürlich außen Dinge passieren und innerlich noch die ganzen Kommentare ablaufen und Gefühle dazu stattfinden. Klar, hat seinen Sinn. Aber die Schwierigkeit für die Praktizierenden ist, wenn sie stark im Außen, eine starke Außenorientierung haben und das mit Greifen verbunden ist, dann führt das Greifen nach den Sinneseindrücken, nach dem Gesehenen, dem gerade Gehörten, der Berührung, die ich gerade spüre, dem Wind und Wetter, was ich gerade spüre. Es führt dazu, dass ich mich kaum noch innen wahrnehme. Also ich kriege nicht ganz mit, was in mir an Gefühlsschwankungen alles da ist, wie sich Räume auftun und wieder verschließen, wie ich plötzlich den Körper anspanne oder auch wieder loslasse. Die Körperwahrnehmung ist nicht richtig da, die emotionale Wahrnehmung ist nicht richtig da, weil der Mensch so stark im Außen orientiert ist. Nun haben viele Meditationstraditionen das, sagen wir mal, überkorrigiert, indem sie eine starke Innenwahrnehmung kultivieren, indem sie die Sinne zurückschrauben, unter Umständen sogar in abgedunkelten Räumen meditieren, die Fenster schließen, um wenig Geräusche zu haben und sich erstmal über die starke Körperwahrnehmung, dann der subtileren emotionalen Wahrnehmung zuzuwenden. Was aber als solches uns zu ziemlich lebensunfähigen Menschen macht, wenn wir da drin bleiben würden. Wir müssen notgedrungen oder eigentlich lebensnotwendig, müssen wir ja die Sinne wieder öffnen. Wir müssen ja in den Kontakt gehen können. Das heißt, im Gespräch, im Miteinander, in der Umfeld, dieses feine Gespür dann wieder mit den offenen Sinnen verbinden können. Und da hilft es, wenn wir in der Meditation ebenfalls üben, mit offenen Sinnen nicht im Greifen unterwegs zu sein. Weil es ist dieses ständige Kommentieren dessen, was unsere Sinne wahrnehmen, dieses Kämpfen mit dem, was wir nicht wollen und das Greifen nach dem, was wir wollen, das führt uns so weg von uns selbst, wie wir so sagen im normalen Jargon so, wir spüren nicht mehr die feinen inneren Befindlichkeiten. Und wir kriegen es natürlich auch nicht mit, wie es ist, so ganz weit und durchlässig und fließend zu sein. Kriegen wir alles nicht mit. Deswegen ist diese kurze Erklärung jetzt ein Plädoyer dafür, dass ihr diese beiden
sehr verschiedene Meditationsansätze in euch allmählich zu einer Einheit bringt. Mal werdet ihr spüren, jetzt bin ich so erschöpft von all den Außeneindrücken, ich brauche unbedingt eine Meditation, wo ich die Augen schließe und so ganz innen ankomme und vielleicht einfach nur den Atem spüre, nur bei Körperempfindungen bin und dann kann ich überhaupt innerlich mal anfangen, wieder zu spüren, was in mir los ist und dann kommt so die sogenannte Innenwahrnehmung, die muss ich jetzt gerade nähren und ich muss mich ein bisschen schützen gegen ein zu viel an dem, was vermeintlich von außen kommt. Und andere Male merke ich, es tut mir richtig gut, in die Weitung zu gehen. Es tut mir richtig gut, in diese feine Resonanz zu gehen, mitzuschwingen und dann kann ich darin mich auch erinnern. Und jetzt, während du so tatsächlich so offen bist, spür doch mal, wie alles, was in der Wahrnehmung auftaucht, innere Befindlichkeiten verändert. Und wir spüren alles, was innerlich los ist, während wir in der großen Öffnung sind. Ja, also das wäre so eine Ermutigung für euch, die verschiedenen Ansätze jeweils entsprechend eurer Befindlichkeit zu nutzen. Erstmal Thema beendet. Es wird hoffentlich nachher noch eine Fragerunde geben und dann könnt ihr auch noch Fragen dazu stellen. Aber das war ja jetzt einfach nur, weil die Umstände dazu geführt haben, dass ich heute Morgen die Meditation angeleitet habe und das mal gerade genutzt habe, um das fortzusetzen, was wir gestern in der Meditation schon angedeutet hatten. Übrigens hat sich Marianne bereit erklärt, Meditationen zu übernehmen. Wir besprechen noch, welche du dann genau übernimmst, aber heute Abend auf jeden Fall. Ich glaube, Marianne, wir müssen dazu sagen, du wirst es nicht auf Französisch machen, oder? Nein, also Mariannes Meditationen, wir werden sie ankündigen heute Abend und vermutlich auch morgen früh und dann besprechen wir, wie es weitergeht. Das besprechen wir heute Mittag. Ja, wir gucken mal. Das kann man jetzt nicht so ad hoc in jemandem überstülpen. So, das sollte alles zwischen den Sitzungen besprochen werden. Okay. Unser Thema. Unser Thema ist heilsames Handeln. Und ich werde jetzt in diesen Absatz hineingehen. Hier den zweiten Punkt von dieser Woche, die 5, 8 oder 10 heilsamen Handlungen. Ihr habt alle den Link zugeschickt bekommen mit der Möglichkeit, euch diesen Text, die 10 Pfeiler der Dharma-Praxis herunterzuladen. Wir haben diesen Text auch hinten am Bücherstand ausgelegt. Ein paar Fotokopien haben wir gemacht für die obligaten Personen, die es sich nicht runtergeladen haben und die jetzt gerne einen Text in der Hand hätten. Die 10 Pfeiler der Dharma-Praxis, das sind die 10 heilsamen Handlungen und das Vermeiden der 10 nicht heilsamen Handlungen. Diesem Text, dieser Unterweisung habe ich, soweit ich weiß, in 2008 oder wann ich das in Lusse da im Tempel, da im großen Tempel unterrichtet habe ich diesen Namen gegeben, diese 10 Säulen der Dharma-Praxis, weil ich damals mich bezog und habe inspirieren lassen von einem Text von Sangharakshita, dem Begründer des Triratna-Ordens, früher genannt Friends of Western Buddhist Order. Und von dem gibt es eine ganze Reihe fantastischer Texte. Unter anderem gibt es eben einen Text über Ethik, wo er über diese 10 heilsamen Handlungen spricht und das Unterlassen der 10 nicht heilsamen, den er selbst die 10 Pfeiler der Dharma-Praxis genannt hat.
Und den habe ich damals eingearbeitet und das Original ist auf Französisch, das könnt ihr auch herunterladen. Und mit Hilfe, ich glaube Simon war das, haben wir es ins Englische übersetzt, ich habe es ins Deutsche übersetzt und das ist jetzt dieser Text hier, die 10 Säulen der Dharma-Praxis. Ich habe noch einen, der hier vorne, den ich noch abgeben kann, weil ich habe aus Versehen 2 behalten. Wenn wir in Dharma-Kreisen von heilsamem Verhalten, von Shila sprechen, von diesem erfrischend kühlenden Verhalten, das die Hitze der Emotionen kühlt, dann hören wir meistens von 5 Shilas. Ja, das ist so der Ausdruck in Dharma-Kreisen. Praktizierst du die 5 Shilas? Ja, was ist denn damit gemeint? Das sind die 5 Handlungen, zu denen man auch Gelübde nehmen kann. Das erste wäre das Gelübde, nicht zu töten, nicht absichtlich zu töten und stattdessen überall das Leben zu fördern. Das zweite Shila ist, keinen sexuellen Missbrauch zu üben, bestehende Beziehungen zu respektieren und heilsame sexuelle Beziehungen zu pflegen. Das dritte Shila ist, nicht zu nehmen, was einem nicht gegeben ist, also kurz gesagt nicht zu stehlen, aber es ist noch ein bisschen subtiler, und stattdessen Freigebigkeit zu üben mit dem, was wir besitzen, was uns zur Verfügung steht. Das vierte Shila ist, nicht zu lügen, sondern aufrichtig die Wahrheit zu sagen. Und dann gibt es ein 5. Shila, was in der Liste der 10 heilsamen Handlungen gar nicht vorkommt. Und zwar, keine bewusstseinsvernebelnden Substanzen zu sich zu nehmen. Wird meistens so ausgelegt, dass es darum geht, nicht zu trinken. Also kein Alkohol zu trinken. Und da geht es darum, die anderen 4 zu schützen. Dieses 5. Gelübde ist eingeführt worden als eine Hilfe, um die ersten 4 zu halten. Und viele Dharma-Lehrerinnen heutzutage sagen, ein Glas Wein oder ein Glas Bier, kein Problem, führt normalerweise nicht dazu, dass das Bewusstsein so vernebelt ist, dass ich töte, dass ich fremd gehe, dass ich lüge, ja, so, oder stehle. Aber in der strengen Version, so wie wir es damals von Genren Rinpoche erklärt bekommen haben, nicht einen Tropfen. Ja, nicht das geringste bisschen. Aber Jigme Rinpoche zum Beispiel in Frankreich, also das Gläschen roter zum Mittag oder zum Abend, der übliche französische kleine rote, dazu zum Essen, da konnte man schlecht Nein sagen. Ja, also der gehört irgendwie mit dazu. Okay, ich weiß nicht, ob ein ganzes Maß Bier in Deutschland dazugehören würde. Aber es ist tatsächlich, dieses 5. Shila ist eine unglaubliche Hilfe, um sicherzugehen, immer einen klaren Geist zu haben. Und auch ich bemerke, dass, wenn ich ein Bierchen trinke, dass dann morgens meine Meditation nicht mehr ganz so klar ist, dass ich vielleicht etwas schwerer aus dem Bett komme. Ja? Oder dass ohnehin die Abendmeditation dann nicht mehr stattfindet oder nicht mehr so klar ist. Also müssen wir hinschauen. Das Schöne ist, es geht um den klaren Geist. Darum geht es. Und es geht darum, dass wir überall respektvoll unterwegs sind. Und ihr wisst ja, die Abmachung für diesen Grundkurs ist, ich gebe euch nicht die ganzen Erklärungen wieder. Ich könnte jetzt über jedes dieser Shilas eine ausführliche Unterweisung geben.
Ne? Selbstverständlich. Aber das ist gar nicht das Anliegen dieses Grundkurses. Das ist eure Aufgabe, nachzustudieren. Und da sind Quellen angegeben, wo ihr nachschauen könnt. Und da gibt es auch diesen Text mit den 10 Säulen, den ich euch jetzt gerade noch zur Verfügung gestellt habe und der so das Minimum darstellt. Ihr könnt bei Gampopa nachlesen. Der beschreibt jede dieser nicht heilsamen Handlungen sehr ausführlich. Und so könnt ihr an verschiedenen, also Gampopa, das wäre im Kapitel 6, Handlungen und ihre Folgen. Und da spricht er erst über nicht heilsame Handlungen und dann über die heilsamen, im Schmuck der Befreiung. Und ich möchte mit euch jedes Mal, wenn wir so diese klassischen Themen beleuchten, ich möchte immer so ein bisschen das erklären, was nicht unbedingt in den Büchern steht. Ja, was nicht unbedingt in den Texten zu finden ist. Oder man muss suchen, um es zu finden. Und ich bin immer sehr froh, wenn welche von euch in der Pause zu mir geben, du, wir könnten noch dieses und dieses Werk mit der und der Passage in die Angabe von Quellen mit aufnehmen, weil da gibt es tolle Passagen, die mich sehr inspiriert haben. Dann haben wir am Ende des Grundkurses eine etwas vollständigere Quellenliste, eine Zitatliste von inspirierenden Stellen, wo wir nachlesen können. Also wenn jemand so etwas kennt, kommt dann zu mir. Also das große Thema, was hinter all diesen Ratschlägen steht, ist Ahimsa. Den Ausdruck schon mal gehört? Gewaltfreiheit. Es ist, wenn ihr die heilsamen Faktoren studiert, was die heilsamen Geistesfaktoren steht, da steht nicht Mitgefühl, da steht Ahimsa. Okay? Das war der Ausdruck des Buddhas, und Gandhi hat das ja aufgenommen. Ja? Aber das ist wirklich vom Buddha in die Welt gekommen. Diese Haltung von Ahimsa geht weit über das hinaus, was wir das Vermeiden der 10 schädlichen Handlungen nennen. Oder gar reduziert auf nicht zu töten. Ahimsa als eine Haltung des gewaltfreien Seins in dieser Welt ist eine Haltung, die Dinge in dieser Welt nicht zu meinem Vorteil zu manipulieren, wenn dadurch Schaden für andere entsteht. Und das beinhaltet dann all die Handlungen vom Körper und in unserer Kommunikation, von der Rede. Das gehört alles mit zu diesem Thema dazu. Und diese Grundhaltung von gewaltfreiem Sein in dieser Welt wird ergänzt durch 2 heilsame Geistesfaktoren, Selbstrespekt und Respekt für andere. Die findet ihr auch in der Liste der heilsamen Geistesfaktoren, der heilsamen Sanskaras, die mehr als 50 Geistesfaktoren, die im 4. Skanda aufgeführt werden. Okay. Gewaltfreiheit als das wahrnehmbare Kriterium für Mitgefühl. Wir können nicht wahrnehmen, ob jemand mitfühlend unterwegs ist. Aber wir können wahrnehmen, ob jemand Gewalt anwendet. Okay? Ob jemand Missbrauch anwendet, ob jemand schadet. Das kriegen wir mit. Eine mitfühlende Haltung ist ein Gefühl. Aber wie sie sich ausdrückt im Denken, Reden und Handeln, das können selbst Außenstehende mitbekommen. Ihr wisst, es hat sich unter Rosenberg gewaltfreie Kommunikation entwickelt. Viele haben schon vorgeschlagen, man solle das mitfühlende Kommunikation nennen oder mitfühlenweise Kommunikation oder so. Aber tatsächlich lässt sich eine Motivation, die lässt sich nicht wahrnehmen. Die lässt sich nur an ihren
in ihrer Umsetzung wahrnehmen. Erahnen lässt sie sich. Es kann sogar etwas mitfühlend ausschauen in der Handlung oder in den Worten, was aber doch innerlich gar nicht unbedingt so von einer mitfühlenden Motivation getragen ist, sondern unter Umständen auch nur eine neue Version der Ich-Bezogenheit. Von daher ist das schon ein recht profunder Ansatz, von Gewaltfreiheit zu sprechen. Wie weit kann ich in meinem Leben auf Gewalt verzichten? Und das ist eine buddhistische Grundhaltung. Die lässt sich nicht diskutieren. Also wenn wir wirklich diesen Weg gehen wollen, des Erwachens, so wie buddhistische Meisterinnen und Meister uns das vorleben und kommunizieren, dann ist das die ethische Basis. Und alle anderen, ja, ich habe noch nicht alle 10 genannt, ich habe erstmal nur die 5 grundlegenden genannt, alle anderen Ableitungen, ob es sich um die grundlegenden Heilsam-Handlungen handelt oder das Bodhisattva-Gelübde oder die Samayas, alle nehmen Bezug darauf, diesen Respekt vor mir selbst und vor anderen zu leben, auf einer inneren Haltung des Nicht-Manipulierens beruhend, des nicht gewaltsam gegen andere zu ihrem Nachteil, nicht gewaltsam etwas umsetzen. Und wenn wir das verstehen, dann merken wir, was ich gestern versucht habe zu erklären, dass diese gewaltfreie Haltung natürlich dann unglaublich die Meditation erleichtert. Wer so gewaltfrei im Außen, in seiner Umwelt unterwegs ist, der verstrickt sich nicht in haben wollen und kämpfen und so weiter, all diese Dinge, die sonst unseren Geist so aufwühlen. Der geht mit hohem Feingefühl durchs Leben und merkt, wo kann ich heilsame Prozesse unterstützen, anregen, stimulieren. Der wird nicht das aufkeimende Pflänzchen versuchen, ein bisschen in die Länge zu ziehen, damit es schneller wächst. Ja, auch diese Geduld im prozesshaften Gestalten des Heilsamen, auch die spielt da hinein. Geduld ist nämlich ebenfalls ein Ausdruck von Ahimsa, von Gewaltfreiheit. Die Ungeduld ist das Nicht-Haben-Wollen von dem, was gerade anders läuft, als ich will, und verbindet sich direkt mit Ärger und bereitet das sozusagen vor, dass das, was mich ungeduldig macht, dass ich das am liebsten ausschalten möchte. Weil es mir zu langsam geht oder nicht in meine Richtung geht, entgegen meinen Wünschen geht. Ja, und diese feine Haltung der Gewaltfreiheit, die zieht sich jetzt durch all diese 10 heilsamen Handlungen hindurch. Und wo ich jetzt die Grundlage gelegt habe, können wir sie jetzt alle 10 mal durchgehen. Also äußerlich verpflichten wir uns nicht zu töten, nicht einmal ein Insekt absichtlich zu töten, wenn wir es irgendwie vermeiden können. Das heißt, die Mücke wird rausgetragen. Ja, sie wird eingefangen und rausgetragen, statt mit der Klatsche erledigt zu werden. Und das gilt für alle ähnlichen Situationen. Aber eigentlich versteckt sich dahinter der Aufruf zu körperlicher Gewaltfreiheit. Es wird nicht geschlagen, nicht gezüchtigt, nicht getreten. Es wird nicht verletzt, es wird nicht gefoltert. Es wird in allen körperlichen Berührungen darauf geachtet, nicht zu schaden, nicht weh zu tun, sondern im Gegenteil Leben zu fördern, Kranke zu pflegen,
Leid zu verringern, heilsam zu wirken, so dass sich Spannungen auflösen können, statt neue zu erzeugen. Also all die heilenden, heilsamen Formen von Berührung. Das ist dieses körperliche Gebot, was den direkten Kontakt von Körper und Körper angeht. Das geht hinein in den Kontakt zwischen Eltern und Kindern, das geht hinein aber auch in den Kontakt zwischen Partnern und Partnerinnen. Ja, das geht hinein in jede Form von körperlichem Kontakt. Was jetzt das zweite Gelübde angeht, also sexuelles Wohlverhalten. Das ist erstmal dieser körperliche Kontakt, dass natürlich keinerlei sexuelle Aggression, Gewalt, Manipulation angewendet wird. Wirkliche Rücksichtnahme, nie Schmerzen zufügen. Alles nur auf Freiwilligkeit, nie unfreiwillige sexuelle Beziehungen. Beidseitiges Einverständnis. Und dann, genau geht es dort auch weiter, heilsame sexuelle Beziehungen, wo sich Blockaden lösen können, wo sich Traumata auflösen können, wo eine Herzensöffnung stattfindet, wo sich der Geist öffnen kann, wo sich der Körper öffnet, wo tatsächlich Bedingungen entstehen, dass wir sogar in meditative Weite und Herzensgüte eintreten können. Das ist der eigentliche Sinn. Als Gelübde nehmen wir nur auf das zu verzichten, ja, das zu unterlassen, was Schaden anrichtet. Wie zum Beispiel in bestehende Beziehungen einzudringen, was ganz viel Leid verursacht. Also nur offene, klare, abgemachte Beziehungen. Das ist kein Verbot, mehrere Beziehungen zu haben, aber alle müssen es wissen. Es muss völlig transparent und offen sein. Also die buddhistische Lehre ist nicht monogam, das ist damit nicht gemeint, sondern es ist klar und transparent und abgesprochen und auch wenn es abgesprochen ist, schauen wir hin, ob nicht dennoch Leid entsteht durch unser Verhalten. Das kennen wir ja, die in den nach 68ern groß geworden sind, dass so offene Beziehungen gelebt wurden und dann oft ein Teil davon großen Nutzen hatten und ein anderer Teil gelitten hat. Und das ist nicht im Sinne der Dharma-Praxis. Da achten wir dann auch drauf. Ja, also es muss wirklich so sein, dass es förderlich ist. Förderliche sexuelle Beziehung, förderliche Partnerschaften. Gehen wir jetzt in den Bereich des Nichtnehmens, was einem nicht gegeben wurde. Wenn ich diese Dinge erkläre, kommt manchmal so eine Bemerkung, eine Frage, ja, aber dieses ganze Besitzdenken, das ist doch alles nur Ich-Bezogenheit. Ja, das mag schon so sein, aber es tut weh, wenn jemand sich nicht respektiert fühlt und plötzlich das, was die Person benutzen möchte, wenn sie das nicht findet, wenn der Kühlschrank plötzlich geleert ist, wenn der geliebte Teppich verscherbelt wurde, weil gerade halt Geld gebraucht wurde, weil. Es gibt immer gute Gründe und wir sind ja so frei, deins ist meins, meins ist deins, aber wenn ich deins brauche, nehme ich es und verscherbe es oder verschenke es. Ja? Also die genaueren Hinweise in der buddhistischen Lehre sind so, selbst wenn es dein Eigentum ist, aber es gehört zur Familie, du bist zum Beispiel die Mutter in der Familie oder der Vater in der Familie. Und es ist Familieneigentum, aber du hast das Sagen in dieser Situation. Dann gehst du nicht einfach hin und nimmst
das, was der ganzen Familie gehört, und veräußerst das, ohne die Einwilligung der anderen einzuholen. Du verkaufst nicht plötzlich das Auto und dann müssen alle mit dem Bus fahren, ohne sie vorher gefragt zu haben. Ja? Also versteht ihr, es braucht Einverständnis. Und das ist dieser Respekt wieder. Gewaltlosigkeit bedeutet, hier mit feinem Respekt vorzugehen, nicht die Gefühle der anderen zu verletzen. Und es ist irrelevant, ob wir die einstufen als Ich-Bezogenheit und Greifen und sonst was, dass Identifikation mit Eigentum oder Identifikation zum Beispiel mit meiner Partnerin oder meinem Partner, dass das vielleicht Muster des Anhaftens sind, das berechtigt niemanden, da einfach einzudringen oder etwas wegzunehmen. Das ist eine völlig irrelevante Argumentation, die immer nur eingesetzt wird, damit ich wieder meinen Willen kriege. Damit ich tun kann, was ich will, weil das alles andere ist ja Anhaften und Greifen. Ja, also die Argumente ziehen nicht. Es ist ein völliger Respekt vor den Empfindungen anderer. Das verbannt mich nicht zur Untätigkeit, dass ich nie etwas tun kann, weil andere Empfindlichkeiten haben. Es gibt Zuständigkeiten, wo wir entscheiden müssen, aber wir tun unser Bestes aus Respekt vor anderen, die Dinge zu klären. Zum Beispiel wird in einem Betrieb nicht einfach jemand entlassen, sondern es finden Vorgespräche statt. Das ist Respekt. Man hat zusammengearbeitet und es braucht, ja, diese Beziehung muss respektiert werden. Wir nehmen einem anderen nicht einfach den Arbeitsplatz weg. Steht ihr? Wir nehmen einem anderen nicht einfach die Chance weg, sich an diesem Ort zu entwickeln. Das sind Ausweitungen des Verständnisses von dem Nicht-Nehmen, was einem nicht gegeben ist. Es geht auch um die Steuern. Es ist uns nicht gegeben, einfach zu bestimmen, welchen Steuersatz wir zahlen und welche Dinge wir versteuern und nicht versteuern. Also es gehört auch mit dazu. Wir verpflichten uns nur zu diesen klar wahrnehmbaren Verhalten, nicht zu nehmen, was einem nicht gegeben ist. Und das ist so definiert, dass ich nehme ein anderes Objekt. Wenn das jetzt das Objekt ist, was jemandem anderen gehört, ich habe dieses Gelübde beschädigt, in dem Moment, wo ich mit der Absicht, es an mich zu nehmen, das Objekt von seiner Unterlage entfernt habe und schon aus dem Raum gehen will, um mit dieser tollen Klangschale nach Hause zu gehen, sie für mich zu haben. Die Intention, mit dem Beginn der Handlung, es von der Unterlage zu entfernen, ist bereits ein Beschädigen dieses Gelübdes, nicht zu stehlen, also nicht zu nehmen, was einem nicht gegeben ist. Und das könnt ihr auf alle anderen Dinge übertragen. Die Motivation ist da, die ist klar, Aneignung. Das ist die Motivation, mir etwas anzueignen, etwas in meinen Einflussbereich zu ziehen, was eigentlich im Einflussbereich aller oder anderer ist. Und dann der erste klare Schritt in diese Richtung. Ist also etwas subtiler, als es vielleicht unsere Gesetze vornehmen. Deswegen reicht es nicht immer aus, zu sagen, das war jetzt doch noch kein Stehlen, ich habe mich doch nur in dem Kühlschrank da bedient. Ja, aber es wurde uns nicht gegeben. Als Mönche mussten wir sehr darauf achten, wenn wir in einer Familie eingeladen sind, muss ausgesprochen sein oder wirklich klar sein, du darfst dich hier wie zu Hause fühlen, bedien dich auch im Kühlschrank, so, und dann ist es gegeben. Ja, also diese Klarheit der Kommunikation, auch da wieder. Ja, du darfst mein Auto benutzen. Ja, Schlüssel liegt dort. Nicht einfach hingehen, ich bin allein zu Hause, habe noch Lust, was zu unternehmen und nehme einfach das Auto, weil der Schlüssel hängt ja da und es braucht ja gerade niemand. So, also das ist Respekt. Merkt ihr wieder? Das ist der Respekt vor den Gefühlen anderer. Klare Kommunikation löst das ganz schnell. Und jetzt komme ich noch zu dem Selbstrespekt. Das ist ein feines, inneres, ethisches Empfinden, was wir haben.
wir merken eigentlich, wenn wir uns in Grauzonen hineinbegeben oder wenn wir Grenzen überschreiten. Und dieses Gefühl, also mit uns selbst im Reinen zu sein, das nutzen wir auch. Wir nutzen dieses Gespür, wo bin ich mit mir selbst ganz im Reinen, auch um unsere Handlungen und unsere Kommunikation ganz fein zu halten. Also selbst wenn die anderen gar nichts einwenden würden, ich muss auch bei mir schauen, na, diese Art von zum Beispiel sexueller Beziehung, die ich da gerade pflege, wie geht es eigentlich dem ethischen Empfinden in mir? Ist da irgendetwas, wo du merkst, du bist auf subtile Art vielleicht dabei, die andere Person zu manipulieren oder zu missbrauchen für eigene Zwecke? Selbst wenn die andere Person das noch gar nicht spürt, da gibt es innere Antennen in uns, die durchaus da sind. Wir haben so etwas. Und die nutzen wir. Sodass wir, wenn wir das auf gute Art nutzen, dann können wir uns immer sozusagen in den ethischen Spiegel schauen. Ja, wir sind im Reinen mit uns selbst. Und das andere ist, dass andere uns anschauen können und wir auch merken, ja, so wie ich mich verhalte, mit meinem körperlichen Verhalten, mit meinem Sprachverhalten, Kommunikationsverhalten, ja, das dürfen andere wahrnehmen. Dazu stehe ich. Das ist so, was ich als authentisch und als gesund und heilsam erlebe. Und das sind alles diese Faktoren von Ahimsa, also nicht Manipulation, keine Gewalt anwenden. Das habe ich jetzt erstmal auf diese drei Bereiche bezogen. Und jetzt kommen wir zur Sprache. Das Sprechverhalten, das Einzige, was wir versprechen können, weil es auch äußerlich nachvollziehbar ist, nicht bewusst die Unwahrheit zu sagen. Das nennt man nicht Lügen. Das lässt sich tatsächlich auch überprüfen. Das lässt sich nachvollziehen. Und ich weiß das, wenn ich bewusst das Unwahres gesagt habe. Aber die 10 nicht heilsamen Handlungen werden noch ergänzt durch 3 weitere nicht heilsame Handlungen, die wir im sprachlichen Bereich unterlassen. Das ist die entzweiende Rede, die harsche, verletzende Rede und das Geschwätz, das sinnlose Reden. Das sind 3 weitere. Entzweiende Rede ist so zu sprechen, dass ich mit Andeutungen und Behauptungen und Einflechten von Wahrheiten oder Halbwahrheiten dazu führe, dass Menschen, die sich eigentlich vertrauen, jetzt plötzlich Misstrauen erleben. Ich lanciere so kleine Bemerkungen, kleine Hinweise, dieses und jenes oder auch einfach erfundene Behauptungen und löse dadurch Misstrauen im Geist der zuhörenden Person aus in Bezug auf nicht anwesende Dritte. Wo da genau die Grenze ist, kann man von außen nicht so genau sagen. Wir nehmen wahr, wenn Sprechen über Dritte richtig ungut wird. Aber wo es genau anfängt, da brauchen wir unsere Selbstwahrnehmung. Und es ist gut, sich immer vorzustellen, die Person, über die wir sprechen, wäre anwesend. Dann bekommen wir sehr schnell mit, wo wir in diesen unguten, abwertenden Sprechmodus abgleiten. Und der ist leider gang und gäbe. Ja? Das durchdringt unsere Gesellschaft. Das ist etwas so Häufiges. Und es macht ganz viel kaputt. Es untergräbt überall Vertrauen. Etwas Wahres auszudrücken, da würden wir dann lernen, es konstruktiv zu machen. Und das Beste ist, es so erst immer mit der Person anzusprechen, wo uns etwas auffällt, was nicht gut ist. Es mit ihr anzusprechen, bevor wir es mit anderen ansprechen. Wenn wir es mit anderen ansprechen, bevor wir es mit der Person ansprechen können, dann eher in dem Sinne, kannst du mir helfen, da klar zu sehen.
ich habe damit ein Thema, wie kann ich, ja, so. Und immer noch die Vermutung offen zu lassen und also wirklich konstruktiv zu sein, sodass nicht das Vertrauen zerstört wird. Können wir nicht immer verhindern. Manchmal ist es ja auch richtig, dass Vertrauen vielleicht nicht mehr gerechtfertigt ist. Okay, das gibt es auch. Das sind eher die Ausnahmesituationen. Also überprüfen wir auch da, ob wir nicht die Einstellung der anderen Person manipulieren, weil uns ein Vorteil daraus entsteht, dass diese Person mit der Person nicht mehr so gut kann und vielleicht mir mehr zugeneigt ist. Ja, also das ist Ahimsa. Hinzuschauen, wo bin ich dabei, andere Menschen subtil in ihrer Haltung zu manipulieren, wie sie Personen sehen. Und nicht immer entsteht mir ein Vorteil, es ist manchmal auch einfach nur meine blöde Besserwisserei oder so der Stolz in mir, es alles irgendwie zu checken und die anderen so zu durchschauen. Und dann kommt diese negative Rede. Heilsame Rede ist so zu sprechen, dass wir, wenn wir das für gerechtfertigt halten, das Vertrauen in jemanden nähren, weil wir sehen, das ist wirklich heilsam. Und Menschen, die sich nicht so gut verstehen, eher mal Brücken zu schlagen des Verständnisses und die Augen und das Herz zu öffnen für das, was wir noch nicht an Gutem und Heilsam im anderen wahrnehmen können. Und das ist eine große Kunst, solche Brücken des Verständnisses zu bauen. Es ist so leicht, Dinge kaputt, Freundschaften, Beziehungen kaputt zu machen, aber so schwer, solche Brücken zu bauen. Deswegen also heilsames Verhalten, dazu können wir uns nur, wir können das nicht versprechen, dass wir es ja auf jeden, wir können kein Gelübde nehmen, uns immer so auf diese Art heilsam zu reden. Wir können gerade mal das Gelübde nehmen, nicht zu lügen. Das schaffen wir noch. Aber das andere, das sind sehr subtile Bereiche, aber extrem kraftvoll. Also durch entzweiende Rede geht ja mega was kaputt. Ja, es ist ja unglaublich, was durch Mobbing, durch Intimgesprächen oder was da überall kaputt geht, wie über den Boss und die Untergebenen gesprochen wird, wie über Mitarbeitende gesprochen wird, wie über den Nachbarn gesprochen. Ist ja unglaublich. Und gleichzeitig ist da ein Potenzial, dass die Dinge auch viel besser laufen könnten, wenn wir auf eine authentische Art den Fokus mehr auf das Heilsame richten, auf das Unterstützende, auf das Verbindende. Jetzt kommen wir auf den dritten Bereich der heilsamen Rede und das ist aufbauend zu sprechen. Also jetzt geht es um den Kontakt direkt mit der Person, nicht mal über das Sprechen über Dritte, sondern ich bin mit jemandem zusammen im Gespräch und statt zu beleidigen, zu verletzen, harsche Worte zu benutzen und den anderen in Grund und Boden zu schimpfen, versuche ich so zu sprechen, dass es das Potenzial des anderen nährt und eben nicht verletzt. Und auch wenn ich Kritik zu üben habe, dann übe ich die Kritik an einer Verhaltensweise und nicht an der ganzen Person. Ich sage, wenn du so und so sprichst, das tut mir weh, nicht du bist dann so doof oder so, ja? Sondern, ja, also wir versuchen, selbst wenn es in delikate Bereiche geht, versuchen wir eine Kommunikation zu finden, die hilfreich ist und wo die andere Person daraus lernen kann und die aufbauend wirkt. Und natürlich sprechen wir über die Dinge, wir sprechen sie bewusst an, die Dinge, die gut laufen, die hilfreich sind, die mir gut tun, wo ich mich freue, ich drücke aus, was ich an Positivem, an Wunderbarem wahrnehme im anderen Menschen. Und das schafft dann zusätzliches Vertrauen.
Und jedes Mal schaue ich, ob ich in der Art, wie ich mit jemandem gesprochen habe, ob ich mit mir selbst im Reinen bin. Das ist die Antenne nach innen. Und natürlich freue ich mich, wenn die andere Person mir weiterhin mit offenem Blick begegnen kann und mir nicht ausweicht, weil ich sie verletzt habe. Lässt sich nicht immer vermeiden. Ich will hier keine Idealwelt aufbauen, die unerreichbar ist. Wir können nicht durchs Leben gehen, ohne dass wir hin und wieder Menschen verletzen. Und das können auch die engsten Partner und Partnerinnen sein. Das ist mir nicht möglich und ich habe große Meister sagen gehört, dass es ihnen auch nicht möglich ist. Also Sharma Rinpoche zum Beispiel war so einer, der nie ein Blatt vor den Mund nahm und sagte, es ist einfach nicht möglich, durchs Leben zu gehen, ohne körperlich und verbal immer mal wieder auch jemandem zu schaden. Das denkt nicht bloß, weil ihr Bodhisattvas oder Bodhisattvas seid und das anstrebt, dass das ein realistisch erreichbares Ziel wäre, das 100%ig zu vermeiden. Es kann sein, dass allein schon diese Erklärung, wo ich niemanden persönlich anspreche, dass irgendjemand sich verletzt fühlt dadurch. Okay? Einfach nur gerade das Beispiel jetzt. Das kann sein und das würde mir leid tun, aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich muss diese Worte sagen, ich muss diese Erklärung geben. Aber es kann ja sein, dass es jemandem jetzt gerade wehtut. Und das ist nicht das Anliegen der Worte, aber es ist tatsächlich immer ein bisschen unvermeidbar, weil ein klares Verhalten in dieser Welt, wenn wir klar auftreten mit unseren Handlungen und mit unseren Worten, kann dazu führen, dass Gefühle verletzt werden. Und so versuchen wir dieses klare Verhalten körperlich und in der Kommunikation versuchen wir einfühlsam zu leben, mit möglichst hoher wie sagt man das, Bereitschaft, ja, hinfühlen, Mitgefühl zu spüren, welche Art diese Klarheit rüberzubringen, tut dann wirklich gut oder ist wohl möglich jetzt gerade der beste Weg. Aber so ganz vermeiden werden wir das nicht können, dass es auch mal wehtut. Und jetzt kommen wir zum 4. Bereich der heilsamen Rede und das ist Geschwätz zu vermeiden. Tja, es ist nicht nur das Tratschen und Schwätzen über andere, es ist auch politisches Geschwätz, Sportgeschwätz, Autogeschwätz, was auch immer. Der Stil, der letzte Look, was auch immer. Ja, also die im Grunde genommen die Stille mit sinnlosen Worten füllen. Ich meine jetzt nicht den Smalltalk der Brücken schafft. Ich bin bereit, mich mit jedem Menschen kurz mal übers Wetter zu unterhalten oder kurz mal irgendwo anzuknüpfen, um eine Brücke zu schaffen. Aber es ist peinlich, es tut weh, also in dem Sinne, es ist peinlich, die eigene Zeit und die Zeit anderer mit sinnlosem Geschwätz zu vergeuden. Das Leben ist zu kostbar. Das ist alles Zeit und das sind Begegnungen, die anders genutzt werden können. Und deswegen gehört es zur nicht heilsamen Rede, weil zum einen Geschwätz Begehrlichkeiten weckt und Aversionen weckt. Geschwätz ist nicht einfach neutral. Geschwätz lenkt die Aufmerksamkeit in Bereiche, die vermeintlich wichtig sind, aber im Grunde genommen irrelevant und nährt Muster. Und wer sein ganzes Leben mit Geschwätz füllt, findet nicht ins Erwachen, sondern ist dabei, eine Abwärtsspirale zu nähren.
und endet in gähnender Langeweile und Einsamkeit und Bedeutungslosigkeit. Völliger Sinnverlust im Leben, weil das Leben mit Sinnlosem gefüllt war. Also Geschwätz ist nicht einfach neutral, das ist der Punkt, den ich machen möchte. Geschwätz ist ein nicht so offenkundig schädliches Handeln, was aber durch die ständige Wiederholung und das Ausrichten auf Inhalte, die Begehrlichkeit und Aversionen wecken, ist es dann doch schlussendlich schädlich, nicht heilsam. Jetzt kennt man natürlich den Buddhisten, das ist ja auch fast unerträglich, der immer nur Sinnvolles sprechen möchte. Immer nur sinnvoll reden und ich war so einer. Ich glaube, ich habe einigen ziemlich viel zugemutet. Ich fühle mich deutlich leichter und entspannter, seitdem ich auch schwätzen kann. Ja? Über dieses und jenes und richtig mal bewusst Unfug raushauen kann. Macht richtig Spaß. Aber kurz mal, aber richtig klaren Unsinn reden. Das tut richtig gut und das entspannt unter Umständen die Situation. Ja? Aber bitte nicht dauernd. Ja, wäre auch mein eigenes Leben mir zu schade dafür. Also dieser Fokus, jetzt immer nur Sinnvolles zu reden. Also ich denke da an so manche Mönche und Nonnen, denen ich begegnet bin in meinem Leben, die gerade in dieser Praxisphase unterwegs waren, nur noch Sinnvolles zu reden. Da konnte es sein, dass wir gerade nichts Sinnvolles fanden und dass Gespräche einfach immer gerade abgebrochen sind. Immer gerade ein bisschen was ausgetauscht und schon wieder wurde alles, was jetzt gesagt werden konnte, sozusagen als nicht sinnvoll genug, nicht inhaltsschwer genug bewertet und schon war... Das war, ja, versteht ihr, ich will euch nur darauf aufmerksam machen, das ist ja wunderschön und wir alle genießen das, tiefe Gespräche zu haben. Wir alle genießen es, wenn es nicht einfach nur so daherplänkelt, sondern wenn wir uns gesehen fühlen, gehört fühlen, wenn wir merken, oh, ich habe richtig was von der anderen Person mitbekommen, ich spüre, was los ist, es ist nicht nur so aneinander vorbeileben. Das tut uns allen gut und darum geht es. Es geht darum, miteinander einen gewissen Tiefgang zu entwickeln, aber auch nicht nur. Deswegen ist an der Stelle auch Humor angesagt und es ist auch gut, mal Geschichtchen zu erzählen. Es darf alles sein und dann braucht es diese Antenne, den Moment zu spüren, wenn etwas tiefer gehen kann. Und das ist genau da, wo geübte Menschen mitbekommen, da war gerade eine Bemerkung, die könnte ich überhören. Da tauchte gerade was auf, wo so ein Anflug war, wo etwas im Leben des anderen vielleicht nicht so stimmt. Und ich werde es nicht überhören. Ich bringe den Satz noch zu Ende und dann komme ich auf das zurück, was da angedeutet wurde. Und dadurch kann eine Tiefung des Austauschs stattfinden. Ja, diese Antenne brauchen wir. Jetzt möchte ich euch noch auf etwas im Geschwätz hinweisen. Wenn jemand mir die Ohren vollplappert mit allem Möglichen, dann ist das Gewaltanwendung. Das ist nicht Ahimsa, das ist Himsa. Wisst ihr das? Ich bin gerade zur Geisel genommen worden. Versteht ihr? Das ist mangelnde Rücksicht, wenn wir das mit anderen tun. Es wäre vielleicht ganz gut, zwischendurch mal zu fragen, interessiert dich das eigentlich? Und dann dürfen wir sagen, ja, nicht so sehr. Ja, wenn wir uns das trauen. Aber überhaupt, ja, beim Sprechen mal dran zu denken, ob es den anderen überhaupt interessiert. Das ist damit gemeint, mit dieser Rücksicht, ja, mit diesem Respekt. Okay, jetzt sind wir die 3 Handlungen des Körpers und die 4 Handlungen der Sprache durchgegangen. Jetzt machen wir eine Pause, eine Viertelstunde.
Und dann gehen wir noch die 3 Handlungen des Geistes durch und dann haben wir den Rest des Vormittags noch für jede Menge andere schöne Dinge. Ja, also wir machen dann, ach wisst ihr, wir machen 25 nach 11 weiter, sind dann fast 20 Minuten. Okay, ich danke euch. Ja, ihr könnt mich schon hören. Es geht dann tatsächlich weiter. Ich weiß, dass es gibt Momente im Kurs, wo Pausen nicht lang genug sein können. Wen haben wir denn da alles auf Zoom dabei? Ich sage jetzt keinen Namen, aber ich freue mich, euch zu sehen. Das ist wunderbar. Ja, ganz, ganz schön. Du, Tobias, kannst du mal die zweite Seite Bildschirm ansteuern? Ja, jetzt sehe ich auch die anderen, oh schön, die frisch dazukommen, ganz wunderbar. Ganz, ganz gut. Ja, das ist so reichhaltig, unglaublich. Ich grüße nach Heidelberg und nach Berlin und wo ihr überall steckt und Klagenfurt habe ich auch schon gesehen und. Wunderbar. Bodensee, toll, wie ihr alle aufleuchtet. Ja, großartig. Also, und weiter geht's. Ähm, Wahrscheinlich habe ich vorhin wieder vergessen, dass ich langsamer sprechen sollte. Das habt ihr gut gemacht. Ich weiß nicht, ob Simon oder Chris war, dass ihr dem Tobias, dass Simon war es, dass ihr dem Tobias Bescheid gebt und der versucht mich dann zu dämpfen. Das kriege ich vielleicht dann mit der Zeit hin, dass ich mich wieder dran gewöhne, etwas langsamer zu sprechen. Es gibt noch 2 Dinge, die ich sagen muss. Ich habe mich vertan mit dem Tagesplan. Heute gibt es keine Nachmittagsmeditation, also weil ja heute Gruppen sind. Ne? Und dann ist jeweils keine Meditation. Das heißt, Marianne wird erst morgen früh dann einsteigen. Okay. Und dann, ich glaube, das warst du, Ulrike, du kamst zu mir und hast gesagt, welche Quelle wir noch angeben könnten. Und das wäre das Karma-Lesebuch, was ihr auf der Mediathek bei uns runterladen könnt. Das ist eine Arbeit, die ich vor vielen Jahren gemacht habe. Das Karma-Lesebuch umfasst ganz viele Übungen zum Thema Ursache und Wirkung, also von Handlungen. Und ich meine, es hätte einen Umfang von über 100 Seiten, 120 Seiten etwa. Und darin sind natürlich auch ganz ausführlich die verschiedenen Aspekte des heilsamen Handelns beschrieben und des schädlichen Handelns. Da bin ich damals durch alle Quellen durchgegangen, die ich finden konnte. Eben die ganze Abhidharma-Literatur, die Karmapas und so weiter, also alles, was mir zur Verfügung stand. Und die Antje Padmaketu, die heute ausnahmsweise nicht dabei ist, weil die gerade bei uns den Garten gestalten mit Katja Severin zusammen, die übersetzt das gerade ins Englische, dieses Karma-Lesebuch. Ja, also das ist dann bald auch mal auf Englisch, steht es zur Verfügung. Es ist aber ein ziemlich aufwendiges Werk, also es ist jetzt nicht gesagt, dass ihr jetzt unbedingt das auch auf Französisch machen müsst, aber es war damals für mich so, war es in meiner eigenen Lehrtätigkeit, war dieses Karma-Lesebuch wichtig, um einmal das Thema Karma umfassend so durchzupflügen und alles, was ich dazu finden konnte, zu lesen und dann
zu kondensieren und in Übungen zu gestalten. Also wie kann ich das üben? Wie kann ich mich im Karma-Verständnis üben? Das war das Anliegen dieses Karma-Lesebuchs. Also das wird auf jeden Fall hier in die Zitatliste mit aufgenommen. Jetzt kommen wir zu den Handlungen des Geistes, zum geistigen Handeln. Und da kann man überhaupt keine Versprechen ablegen. Ja, also ein Gelübde, dass ich nicht mehr voller Begehrlichkeit denke, das kann ich gar nicht nehmen. Ich kann es nur merken und dann nicht weiter nähren, wenn es passiert. Ja? Also die klassische schädliche Verhaltensform im geistigen Bereich wäre, dass ich etwas erblicke, was jemandem anders gehört oder eine Beziehung wahrnehme, wie ich sie auch gern hätte und dann Gedanken in mir auftauchen, oh, das hätte ich auch gerne, wäre das doch nur meins. Und der heilsame Aspekt ist Mitfreude. Also sich zu freuen und freudig wirklich zu merken, oh, wie schön, dass jemand so eine Freude hat, seinen Porsche zu fahren. Soll er sich doch dran freuen. Aber wäre gut, wenn er auch mich respektiert. Wie schön, dass die sich lieben. Mögen sie eine lange, schöne Beziehung haben. Ja, so. Und das ist also die Haltung, die wir üben können. Also ob das jetzt beim Porsche oder bei einem Jeep entsteht oder bei einem was auch immer oder ein schönes Fahrrad seht oder ist ja völlig egal. Ja, jeder nach seinem Gusto. Statt also in Neid und haben wollen zu landen, in der Mitfreude und in der schenkenden, freigebigen Haltung und in der unterstützenden Haltung zu landen und das zu nähren. Eigentlich ein Ausdruck von Liebe. Ja, eigentlich ein Ausdruck von, also wenn ich jemanden liebe, dann freue ich mich, wenn es dieser Person gut geht und wenn sie über all das verfügt, was sie glücklich macht. Und der zweite Bereich im Denken ist, nicht im Hass zu landen. Ja? Also nicht in Gedanken des Schadenwollens zu landen. Dieser Wunsch, oh, ich wünsche dem auch mal, dass er die Schmerzen hat wie ich. Ja? Oder ja, ich wünsche dem, dass er mal einen Baum fährt. Oder ja, was auch immer. Ja. Es taucht alles Mögliche in unserem Geist auf. Ja, also das ist, und wenn es der kultivierte Wunsch ist, dass der Konkurrent auf dem Markt pleite geht oder schlechtere Zahlen schreibt, dass dessen Aktienkurse in den Keller rauschen oder ja, also das sind die kultivierten Wünsche sozusagen, die aber versteckt oder recht offensichtlich genau das ausdrücken, dass es dem anderen schlecht gehen möge, weil es mir irgendwie gut tut oder mir ein gutes Gefühl gibt und ja, furchtbar. Ja? Stattdessen eine Haltung des Mitgefühls, eine Haltung des, wenn andere leiden, ist wirklich eine Haltung, mögen sie bald davon frei sein und wenn ich Schweres erlebe, wirklich zu wünschen, möge, indem ich das ganz und gar annehme, mögen andere es leichter haben dadurch. Ja, also dieses bei mir annehmen und den anderen mitfühlen zu wünschen, dass sie schnell gesund werden, dass sie schnell aus Leid herausfinden, dass sie aus der Krise herausfinden, dass es ein harmonisches Miteinander gibt und. Also das könnt ihr ausgestalten, wie ihr möchtet. Im Grunde genommen der ganze Bereich des Mitfühlens und des Wohlwollens, der Güte, dort, wo wir sonst vielleicht vom Schaden anderer profitieren würden, wo wir anderen Nachteile wünschen. Ja, das ist ja überall. Ich meine, schaut euch den ganzen Sport an. Immer
So wie das leider läuft, ist Sport kein sportliches Miteinander häufig, sondern ist ein sportliches Gegeneinander. Und irgendwie hat man dann einen Vorteil davon, dass der andere sich den Fuß verstaucht oder was auch immer. Ja? Also das ist nicht Dharma. Ja? Und das, was wir da so im Sport so jeden Tag sehen und miterleben, das ist unsere ganze Gesellschaft. Die baut oft darauf auf, dass mein Vorteil der Nachteil des anderen ist. Und das ist diese Art des Denkens. Und da unterlassen wir jede Form des Manipulierens, dass es anderen durch meine Art des Handelns, Sprechens, Denkens, ja, dass es denen schlechter gehen möge. Genauso wie beim Begehren, jede Form des Manipulierens, dass wir die Bedingungen so gestalten, dass die Dinge, die ich begehre, irgendwie dann bei mir landen. Ja, also ihr wisst schon. Ne? Und das ist subtil, welche Andeutung muss ich machen, damit ich das und das kriege. Ja, und denen geht ein Denken voraus. Jeder dieser Bemerkungen, an denen wir es dann merken, geht eine Art des Denkens voraus. Und wir entwickeln feine Antennen dafür, wie sich das vorbereitet, diese Art des schädlichen Sprechens und körperlichen Handelns. Und das bereitet sich halt im Denken vor. Und da üben wir uns, die Aufmerksamkeit in andere Bereiche zu lenken. Es ist nicht, dass wir uns noch einen oben drauf geben und sagen, wie schlecht ich jetzt bin, ich habe schon wieder so gedacht und furchtbar. Und nein, wir können froh sein, wenn wir es merken, weil der Moment, wo ich es merke, ist der Moment, wo ich den Geist anders ausrichten kann. Und das ist wunderbar. Alles andere läuft ja unbewusst. Ach ja, wo ich gerade das Handy höre, ich hatte in der Pause wieder ein bisschen so diese typischen Kopfschmerzen. Schaltet bitte eure Handys auf Flugmodus, danke, hier vorne schon gemacht. Wenn noch irgendwo Handys ansieht, nehmt sie ruhig raus, ohne euch zu genieren, aber tut sie dann auf Flugmodus. Der dritte Bereich der hat mit Weisheit zu tun. Wir hatten es mit Liebe, Mitgefühl und jetzt kommt Weisheit. Und heißt äußerlich nicht an Anschauungen festzuhalten. Das ist so, wie die schädliche Handlung beschrieben wird. Und keine falschen Ansichten zu pflegen. Jetzt wissen wir ja oft gar nicht, was da so eigentlich gemeint ist. Also die krasse Form dieser inneren Haltung ist ein dogmatisches Festhalten, das ist so, ich halte das und das so für richtig und wahr, obwohl jede Menge Evidenz, also Beweis da ist, dass es genau andersherum ist. Ja, also ein Festhalten an einer bestimmten Sicht, an einer Meinung, an einem Standpunkt, entgegen jeglicher Lebenserfahrung und jeglicher sonstigen Evidenz. Das ist, was wir Sturköpfe nennen. Okay? Sturkopf sein ist nicht dharmisch. Ja? Stur, unbeirrbar am Heilsamen festzuhalten, okay. Aber vielleicht dann auch mit einer gewissen Geschmeidigkeit. Es ist gut, möglichst unbeirrbar daran festzuhalten, nicht zu töten. Das ist gut. Aber es spricht auch nichts dagegen, es zu tun. Ja? Aber wenn die Evidenz mir zeigt, dass die Dinge anders sind, dann sollte ich so offen sein, zu lernen. Also eigentlich beschreibt dieser dritte geistige Faktor eine Lernunfähigkeit. Menschen, die nicht mehr lernen können, weil ihre Anschauungen arretiert sind, festgeschrieben. Die Welt bewegt sich nicht mehr. Und das
könnte uns ja egal sein, wenn es nicht den Weg des Erwachens so blockieren würde. In subtilen Bereichen geht es jetzt im Dharma darum, offen zu sein, zu lernen, wie eine bestimmte Art des Handelns und des Sprechens und des Denkens eine ihr gemäße Auswirkung hat. Also Ursache und Wirkung kennenzulernen. Tatsächlich, wenn ich häufiger so und so denke, zu bemerken, dann werden diese Kräfte in mir, diese Muster, die werden genährt. Und wenn ich so und so spreche zu anderen, dann werden die und die Haltungen in anderen genährt. Ja, also die Konsequenzen meines Handelns körperlich, verbal und geistig wahrzunehmen. Das ist eine Form des Lernens. Man nennt das Lernen im relativen Bereich, im Bereich des bedingten Entstehens. Das ist das eine große Spektrum, wo wir lernen. Und dann gibt es andere Anschauungen, Meinungen, die verhindern, dass wir im Bereich der letztendlichen Natur des Seins, dass wir da dazu lernen können. Zum Beispiel einfach festzuhalten an dem Glauben, es gäbe eine individuelle, unveränderliche Seele, die durch alle Situationen hindurchgeht und die das eigentliche Selbst oder Ich ist. So. Und dann, trotz aller Evidenz, dass sich alles in unserem Leben verändert, dass unsere Einstellung, Glück und Freude und Leid und so weiter, dass sich alles verändert und dass es nirgendwo etwas Beständiges zu finden gibt, trotzdem an dem Glauben an einer beständigen Seele festzuhalten. Das ist auf der letztendlichen Ebene eine Uneinsichtigkeit. Oder einfachere Behauptung, Gedanken gibt es, weil ich sie denke. Ja, dann bitte, wo ist der Gedanke? Wo ist der Gedanke, den du eben gedacht hast? Und entgegen aller Evidenz, dass Gedanken immer wieder neu erzeugt werden müssen, immer noch zu denken, Gedanken seien substanziell. Oder ich bin nicht ärgerlich, die Wut hat mich. Ja, ich bin unter dem Einfluss von Angst. Angst hat mich, nicht ich mache Angst, nein. Und also das Vergegenständlichen von Emotionen so weit zu treiben, dass ich mich als Opfer meiner eigenen Trauer spüre, dass ich mich als Opfer meines eigenen Hasses spüre. Und ich kann ja gar nicht anders, weil der Hass hat mich im Griff, die Wut hat mich im Griff. Und dann kann ich ja gar nicht anders. Versteht ihr? Das ist dieses Vergegenständlichen und entgegen aller Evidenz, dass in einem Moment sich das alles auflösen kann und sich auch ständig auflöst. Hingegen aller Erfahrung werden Anschauungen über die Natur des Seins festgehalten, die den Weg des Erwachens dann tatsächlich versperren. Versteht ihr? Das verlegt den Weg des Erwachens und führt zu einer sehr fixierenden Art, in der Welt unterwegs zu sein. Der eine Bereich, das waren die Ansichten im relativen, im bedingten Entstehen, ja, auf der zwischenmenschlichen Ebene, in der Beziehung zur Umwelt und in uns selbst, wie Ursache und Wirkung funktionieren. Und das andere sind abgeleitete Schlussfolgerungen über die Wirklichkeit, die uns dann richtig im Wege stehen, um Befreiung erfahren zu können. Damit ist Befreiung nicht möglich, weil der Blick für das, wie es ist, völlig verstellt ist. Das sind die Bereiche, um denen es im Dharma vor allen Dingen geht, aber in der Welt ist es tatsächlich so, und ich möchte wieder die Beziehung zu Ahimsa herstellen. Dieses Festhalten an Anschauung ist eine Anstrengung. Das ist ein Gewaltakt. Und wenn ich diese Anschauung auch noch anderen überstülpen möchte, was das Normale ist, dass alle anderen so denken müssen wie ich, dann ist das ein Manipulieren der Anschauung von anderen. Nicht nur selbst
also Gewalt gegen mich selbst, also gegen die eigene dynamische Natur des Seins, bin ich in einem Konzept der Meinung, sondern ich stülpe sie sogar anderen über und sage, die anderen müssen das genauso sehen. Die anderen müssen das und das glauben und das ist richtig und nur so. Und es war schon immer so und es wird für immer so sein. Ja, so. Diese Art des Dogmatismus in verschiedensten Bereichen, egal welchen Bereich ihr nehmt des Lebens, egal wo es ist, ob es die Ernährung betrifft oder die Politik oder die Ethik oder das Religiöse oder ja, dieses Normative, nur so und nicht anders, ist eigentlich ein Ausdruck von Gewaltbereitschaft. Es ist subtil, erstmal noch subtil, aber ihr wisst, dass der Schritt von so einer Haltung in die verbale und physische Gewalt nur ein ganz kleiner ist. Die Ursachen liegen in diesem völligen Selbstüberzeugtsein mit totaler Identifikation an fixen Vorstellungen und der Weg in die verbale Aggression und in die körperliche Aggression ist nur noch ein ganz kleiner. Deswegen ist es so wichtig. Und wenn der Buddha als 10. Bereich, also dieses nicht festhalten an Anschauung genannt hat, dann meinte er damit auch an keiner Anschauung festzuhalten. Nicht nur nicht an falschen, sondern schlussendlich ist auch alle Dharma-Unterweisung kein neuer Standpunkt, sondern was ich jetzt sage zum Beispiel, ist nicht eine neue Norm, die aufgebaut wird, jetzt müssen wir alle normativ so unterwegs sein, sondern eigentlich sollen Tore aufgestoßen werden, um in uns das Interesse zu wecken, dieses gewaltfreie Miteinander, dieses nicht manipulierende Sein mit mir selbst zu entdecken, mit anderen zu pflegen, dann den Nutzen daraus zu ziehen, bis wir merken, das ist ja eigentlich sowieso ganz selbstverständlich. Bis wir irgendwann uns nicht mehr vorstellen können, anders unterwegs zu sein, weil es so natürlich ist. Wir haben das entdeckt, was wir das natürliche Verhalten eines freien Menschen nennen. Das ist eigentlich, worum es geht, nicht dass neue Normen zu befolgen sind. Deswegen gibt es im Buddhismus keine Tafel mit diesen 10 Geboten, die vom Himmel gefallen sind, ja? Und die irgendwie die Norm darstellen, sondern es ist eine Übungsrichtlinie. Es ist etwas, was sich bewährt hat. Und das hat jetzt abschließend zu dieser Passage, das hat Sangharakshita ich glaube in ähnlicher Form, wie ich das dann übernommen habe, sehr schön dargestellt als 10 Übungsformulierungen und dann 10 Formulierungen, wie ich dadurch Körper, Rede und Geist reinige, also befreie. Reinige ist ein alter Ausdruck. Schau, das ist auf der ersten Seite dieses Skriptes. Habt ihr das? Und wer damit mal üben möchte, kann sich das eine Weile, einmal in der Woche oder so, kann sich das mal zu Herzen nehmen und sich vorlesen. Das kann sehr hilfreich sein. Für mich auf meinem inneren Weg waren diese Hinweise absolut hilfreich. Und ich habe mich ganz viel an diesen 10 heilsamen Handlungen orientiert. Ich lese euch die einfach mal vor. Also ich hoffe, die Chris und Simon, ihr habt das vorliegen, dass ihr es leicht habt zu übersetzen. Ich gebe euch gerade noch die Zeit, vielleicht den Anhang zu öffnen. Ich weiß, wir haben das ja im E-Mail-Verteiler miteinander geteilt. Also ich lese auf Seite 1 jetzt mal vor. Ich übe, nicht zu töten und mich von Gewalt zu distanzieren. Ich übe, nicht zu nehmen, was nicht gegeben wird. Ich übe, kein sexuelles Fehlverhalten zu praktizieren. Ich übe, nicht zu lügen. Ich übe, nicht zu verleumden. Ich übe, keine verletzenden Worte zu verwenden. Ich übe, keine unnötigen, sinnlosen Worte zu sprechen. Ich übe,
keine Begierde zu hegen, ich übe keine Boshaftigkeit zu pflegen, ich übe keine falschen Ansichten zu pflegen. Soweit die 10 Übungen. Und das entspricht dem Geist dessen, was ich so mitbekomme, was das Anliegen war in der Sangha, also in der Gemeinschaft und im Buddha herum, wenn man so die Lehrreden liest und wenn man auch die Berichte liest, wie immer wieder die Gemeinschaft angehalten wird, das alles als eine Übung zu verstehen. Und das kommt bei Thich Nhat Hanh sehr gut raus, wenn ihr so die Literatur von Thich Nhat Hanh zu diesen Bereichen lest, da gibt es recht viel zum ethischen Verhalten. Vielleicht kann mir jemand sogar Quellen angeben, dass wir das noch mit aufnehmen. Dieses jede Situation als eine Übung im respektvollen Sein miteinander zu begreifen und zu nutzen. Das war für Thich Nhat Hanh ein ganz zentrales Anliegen. Und er hat immer geschaut, dass die Schülerinnen und Schüler, die um ihn herum waren, viel Gelegenheit zum Üben hatten. So war es zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist im Plum Village, hat er immer darauf geschaut, dass immer 2 Mönche und 2 Nonnen gemeinsam im Zimmer leben. Immer für 3 Monate. Und dann wurde nicht gewählt, dann kam der Nächste an die Reihe. Und so waren sie verpflichtet, immer 3 Monate mit einer neuen, nicht ausgewählten Person das Zimmer zu teilen. Stellt euch mal die Anzahl Übungssituationen vor, die dadurch allein schon entsteht. Und dann hat er noch darauf geachtet, dass sie möglichst nicht alleine ausgehen, sondern immer als Gruppe gemeinsam ihre Aktivitäten machen. Okay, das ist Thich Nhat Hanh pur, wirklich. Das ist, wo er ist ja eine Ikone der Gewaltfreiheit. Ja? Das ist ja, also, und wir nennen ihn Pazifisten, aber dahinter ist der Gedanke von Ahimsa. Ja? Und wie er das in die Praxis umgesetzt hat, ist, dass er die Menschen um ihn herum alle schön sozusagen in den Topf gesetzt hat, einmal viel umrühren, dann in den nächsten Topf, einmal umrühren. Ja, die Situationen, wo die Emotionen angekurbelt werden und wo man diese Haltung dann entwickeln kann. Und jetzt sozusagen eine Beschreibung der Frucht, die nächsten 10 Sätze. Indem ich mit Liebe handle, indem ich mit Großzügigkeit handle und indem ich mit Zufriedenheit handle, reinige ich den Körper. Durch ehrliche Worte, durch versöhnende Worte, durch wohltuende Worte und durch bedachte Worte reinige ich die Sprache. Indem ich innere Ruhe und Fülle kultiviere, indem ich Mitgefühl kultiviere und indem ich Weisheit kultiviere, reinige ich den Geist. Eine einfache Zusammenfassung von Buddhas Lehre. Das ist, was wir Shila nennen. Das ist das Fundament und man spürt darin direkt die Auswirkungen, wie es schon hinübergeht mit Liebe, Großzügigkeit, Zufriedenheit und so weiter, Ruhe und Fülle, Mitgefühl, wie es hinüberwächst in die Meditation und in die Erkenntnis. Und wenn wir das verstehen, dann können wir aus jeder Situation im Leben, im Miteinander, in unserem ganz bewegten Leben, können wir eine Praxissituation machen. Und das ist das Anliegen, warum ich das unbedingt jetzt auch hier ansprechen wollte. Das nicht anzusprechen wäre eine Unterlassungssünde gewesen in einem Grundlagenkurs über Dharma. Ja, das gehört angesprochen, das ist die gemeinsame Basis unserer Sangha. Und ich habe einfach sehr viel über Mahamudra gelehrt, aber das sind die unausgesprochenen Grundlagen unseres Miteinanders. Okay, Schluss dieser Passage von mir über die 10 heilsamen Handlungen. Ich habe im Titel ja auch noch 8 heilsame Handlungen angegeben. Die werden manchmal auch erwähnt, das ist aber nicht etwas, was wir im Alltag so praktizieren.
Man kann die ersten 5, also inklusive dem Verzicht auf bewusstseinsverändernde Substanzen, die kann man ergänzen durch 3 weitere Gelübde an besonderen Tagen, sich nicht auf hohe Sitze zu setzen, also nicht auf Throne, also keine Stellung einzunehmen, wo man irgendwie besondere Beachtung bekommt, keinen Schmuck zu tragen, kein Parfüm aufzutun, sich nicht zu verschönern, sondern einfach so zu sein, wie man natürlicherweise ist. Und nicht nach 12 Uhr mittags, also nicht nach dem Sonnenhöchststand noch zu essen, sondern danach nur noch zu trinken. Und diese 3 Gelübde, die gehören zu den Mönchs- und Nonnengelübden und sie werden die 8 Sojong-Gelübde genannt mit den ersten 5, die Laienpraktizierende an besonderen Tagen zum Beispiel ablegen können und sagen, heute ist ein Praxistag, heute nehme ich diese 8 Gelübde, heute achte ich ganz besonders darauf, diese 5 schädlichen Handlungen zu unterlassen, die 5 heilsamen zu kultivieren und als Unterstützung bin ich ganz unanmaßend unterwegs. Ich sitze auf normalen Stühlen, ich sitze auch auf dem Boden, ich sitze auf normalen Plätzen, nichts Besonderes, kein Thron und so. Das ist auch vor allen Dingen jetzt für Lehrer und Lehrerinnen gedacht, die oft auf Throne gesetzt werden. Kein Schmuck, kein Herausputzen, kein so, sondern einfach normales Sein und eine gewisse Enthaltsamkeit, um viel Zeit für die Praxis dann zu haben, sodass ich nicht auch noch nachmittags und abends meine mir größere Mahlzeiten gönnen zu müssen. So, das sind die 8 Handlungen, von denen manchmal auch die Rede ist. Okay, hatte ich noch vergessen. Jetzt Mini-Pause. Das ist jetzt wirklich einfach nur 10 Minuten Pause, um nochmal zur Toilette zu gehen. Und dann nutzen wir die ganze restliche Zeit für Fragen und auch zur Vorbereitung der Gruppenarbeit. Okay? Also, 11:55 geht es weiter. Bitte seid pünktlich, dass wir in die Fragen einsteigen können. Ihr werdet auch Fragen stellen können im Zoom. Wir haben versucht, das vorzubereiten, aber wir haben noch keinen Test gemacht, dass ihr über Lautsprecher hier zu hören seid. Geht? Ihr sollt dann die Hand heben, wenn es soweit ist.
Das war's mit der Ausschaltung. Warte. Attendez. Non, c'est positif. Il y a toute une série de. Attendez, que je le retrouve. Toute une série d'antibiotiques marqués. C'est des coups nasales. Attendez, je le sors. Je pense que je l'ai mis dedans. Je vais vous dire. Bon, Epstein-Barr, passant. Je cherche. Comme il y en a tellement que. Alors, iode, zinc. Ah non, en fait, je ne l'ai pas imprimé celui-là. J'en ai plein d'autres, mais il faut que je cherche sur Internet. Vous voulez que je vous l'envoie? Vous avez une... Une adresse mail? Oui, c'est le secrétariat de Dr Giordano? Non, c'est une adresse mail direct. D'accord. Alors, dites-moi. C'est UDE. U-I-I-T-E. Oui. Non, U de infirmière, D de diplôme D'accord. et E de bêta. Point programmation. Ah oui, d'accord. Je crois que je l'ai quelque part, l'adresse aussi. Oui. Du point. Hôpital. Oui, Ouais, ben. ok. Je Comme vous... ça, vous m'envoyez du coup en même temps une prise de sang. Oui, oui. C'est tout Vous sur le m'envoyez en même. même temps. Oui, oui, je vous envoie tout. Voilà, le bilan sanguin, tout ça. Et si vous avez les consentements de la personne de confiance, ce serait top.
Le consentement de la personne de confiance. Oui, parce que vous savez, remplir, il y a retourné. D'accord, d'accord, je m'en occupe aussi. Super. Alors, attendez, j'ai un petit problème. J'ai quoi? Vous n'avez plus pas le traitement, là pour moi, vous avez donné. Ah non, 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 non. Wir beginnen mit einer kurzen Ansage. Der Thomas hat ein paar Sachen mitgebracht, die in Freiburg liegen geblieben sind. Nur noch zwei. Also, Falls jemand das kennt, ein sommerlich kurzärmeliges schwarzes Hemd. Entschuldigung. bisschen tiefer, damit Sie. Da ist es. Okay. Ein kurzärmeliges schwarzes Hemd. Und ein Jeans. Thomas. Also das war ein kurzärmeliges schwarzes Hemd und hier noch eine Jeans mit nicht Reißverschluss, sondern Knöpfen. Also, es ist erstaunlich, was bei so Gewahrseinswochenenden liegen bleibt. Hier. Aber meldet euch doch, wenn man euch das mitbringen kann oder wenn ihr sogar im Raum seid. Weiter geht's mit Fragen. Es wird das Mikro rumgetragen. Bitte fragt erst, wenn das Mikro bei euch ist, denn sonst landet eure Frage weder auf der Aufzeichnung, noch können euch die Zoom-Teilnehmenden verstehen. Also, was hat sich in den letzten beiden Unterrichtseinheiten an Fragen angesammelt? Doris. Ich hoffe, dass ich es noch so zusammenbringe, weil das war gestern so ganz klar und dann verliert sich das oft, leider bei mir ein bisschen. Es geht um die Meditation von gestern. Erstmal wollte ich sagen, dass ich das Wort Verwobensein unglaublich schätze, weil es nicht so heftig ist wie Verbundensein. Ich weiß nicht warum, aber mir gefällt, also ich finde es ganz toll, Verwobensein. Und es ist wie, bei Verwobensein kann ich aussteigen, kann ich einsteigen. Bei Verbundensein ist mir das fast zu heftig. Keine Ahnung warum. Aber um was es mir geht, ist, du hast ja so Beispiele aus den Nachrichten gebracht, dass der Papst gestorben ist. Ich weiß nicht, ob du Trump noch angesprochen hast. Und ich habe das so verstanden, dass wir das fühlen können und sollen, dass wir aber wie
ich nenne das Wort jetzt mal neutral bleiben. Also nicht so verstricken, uns damit verstricken. So. Und dann hast du das Mädchen aus dem Gazastreifen erwähnt. Und da habe ich gemerkt, wie ein innerer Sprung, dass mich etwas in mir veranlasst, ich muss, um dem Mädchen helfen zu können, ich muss so fühlen wie dieses Mädchen, wie ein Muss, wie ein, also und ich kenne das, also ich muss leiden, damit ich lösen kann, obwohl ich gleich in der gleichen Sekunde fast gemerkt habe, wenn ich neutral bleibe, bin ich viel hilfreicher. Aber meine Frage ist jetzt, Also wenn du unverstrickt bleibst, bist du hilfreicher. genau, bin ich aber das ist wie das habe ich heute jetzt in der Meditation gemerkt. Aber es gibt ja 1000 Dinge am Tag, wo ich sofort, wir waren gestern beim Essen, da war ein Ober, der hat nach meinem Dafürhalten auch gelitten und sofort war ich bei dem und oh mein Gott und da würde ich dich fragen, ob du eine Idee hast. Das ist mehr wie greifen, das ist wie greifen müssen, würde ich es nennen. Ich kann es anders noch nicht sagen. Kannst du mir da? Wo kommt das, also was ist das und wie komme ich da raus? Das ist besonders stark dort, wo wir so berührt sind. Und dieser starke, das ist ja eine Identifikation, die da stattfindet. Und das kommt in Bereichen, wo eigentlich ist es eine Ausweitung des Ich-Gefühls in den anderen hinein. Und ich kann ja nicht sagen, wo das in deiner Biografie entstanden ist und wo dieses Muster genährt wurde und so. Ja, das weiß ich alles nicht. Aber ich weiß, dass es hilfreich ist, diese Fähigkeit zu haben, sich in die andere Person hineinzusetzen, aber sich dann auch wieder lösen zu können, um nicht in der Identifikation, einer ausgeweiteten Identifikation stecken zu bleiben. Ja? Ich weiß, dass es hilfreich ist, ich weiß, dass es dafür Wege gibt. Aber das ist ja wie du erlebst ja, du beschreibst so eine Art Zwang, dass das wie zwanghaft genau. ist, das so zu spüren. Und nur wenn du so fühlst wie diese Person, wie dieses Mädchen, also beim Papst konnte ich sagen, naja, der war halt ein Mensch und alt und jetzt ist er tot, Punkt. Aber bei dem Mädchen war das also wirklich krass und also das haut mich dann so um und ich bleibe so in diesem leidvollen Leben drin, weil wenn man sich umschaut, das ist ja sowieso... Ja, guck mal, dass du darin bleibst, das ist das, was wir Greifen nennen. Also es kurz zu spüren, spricht gar nichts dagegen, wenn du danach wieder weitergehen kannst, weißt du? Spricht gar nichts dagegen, kurz mal den Ober zu spüren oder ja, in seinem, was du so erahnst aus seinem Stress oder so, ja? Spricht gar nichts dagegen. Aber ich sage dir jetzt etwas, also ich sage es bewusst, damit du die Unmöglichkeit spürst, was da gerade so passiert. Es sind im Gazastreifen 14.500 Kinder inzwischen umgekommen. Du kannst nicht mit jedem Kind in diese Art des Spürens hineingehen, aber du darfst es trotzdem wissen und du kannst auch die Mütter dazu nehmen und du kannst es spüren in dir, ja. Aber an einer Situation erlebst du es richtig und die anderen merkst du, ah ja, okay, und das ist auch noch so. Und jedes Mal ist es so ein unsägliches Leid. Ja. Danke. Und jetzt merke ich nämlich gerade was, wenn du das so sagst, wenn ich noch viel mehr dazu nehme, ist, dass ich das fühle, es macht mit mir, also wie als hätte ich keine Kontrolle mehr drauf. Und dann ist es genau in dem Moment ist es eine Ablehnung. Also da kommt das Greifen und das Ablehnen wie in einem Moment zusammen und dann weiß ich gar nicht, also dann wird es ganz übel. Ich kann dir nur sagen, das dosiert zu üben,
Also diesen Wechsel zu üben, zum Beispiel wenn du jetzt wieder essen gehst und wieder mit einer Person, irgendwo kann ja am Nachbartisch eine Person sein, oder das zu üben, zu spüren und in ein anderes Spüren zu gehen, dich wieder in einer anderen Situation, sodass du lernst, deine Aufmerksamkeit zu richten. Und das jetzt, was zum Beispiel bei dir passiert, würde ich mal vermuten, ist, weil das so eine überwältigende Anzahl ist und im überwältigendes Leid, dann kommt die Ablehnung, weil es einfach zu viel ist. Weil dieser Sog so stark ist und weil du dem gar nicht mehr folgen kannst, dann musst du es wegschieben. Und das ist, was Menschen passiert. Es ist einfach viel zu viel, was auf uns da einströmt und was eigentlich gespürt werden könnte. Und dann sind wir nur noch, machen wir dicht, dann schützen wir uns. Und das ist auch völlig okay, aber das hängt damit zusammen, dass wir das Steuern unserer Aufmerksamkeit nicht so gut beherrschen, weil wir in diesen Sog reinkommen und dem Greifen und in der Identifikation an und dann wie festhocken, wie so eine Fliege auf dem Kleber hocken wir da. So. Okay, dann werde ich das mal üben. Dankeschön. Viel üben mit den kleinen Situationen. Du hast ja genug im Alltag. Stimmt, danke. Gut. Ihr müsst den Überblick haben. Ich mir auch sagen, wo es weitergeht. Ganz kurz sogar dazu, ist jetzt so die Frage, was mir dann hilft, auch von diesem Überschwemmtwerden wegzukommen, ist dann der Gedanke, der Respekt vor deren Weg, deren Karma. Aber ich weiß dann nicht, ob das nicht auch dazu führt, dann so, also mir hilft es dann zu sagen, okay, das ist deren Weg, das ist deren Situation, und das dann so stehen zu lassen oder Das hilft dir, nicht in diese dem Überwältigung zu kommen. nicht so da reinzukommen. Ja, ich habe ja auch mit Behinderten gearbeitet und so und dann immer zu sagen, das ist deren Weg, ich bin ja da, um da irgendwas mit zu gestalten, aber das ist deren Weg. Das ist auch gesund. Ich würde das Wort Karma mal draußen lassen. Das hat hier nichts zu suchen. Das ist ihr Leben. Ich werde schauen, was ich tun kann, um das zu unterstützen. Aber es ist jetzt nicht meins. Ja, das ist, was du eigentlich da machst. Du holst die Identifikation wieder raus. Das ist nicht meins. Ja, aber ich bin hier und bei dir machst du aber dasselbe. Auch ich in meinem Erleben identifiziere mich nicht. Und ja, da geht der Weg noch weiter. Warte kurz, wenn es blau ist, ist gut. Du warst richtig, du musst nur dem Mikro eine Sekunde geben, dass es sprechen kann. Du hast jetzt einmal zu viel drauf gedrückt. Und warum da das Wort Karma rauslassen? Also ich habe es mir immer darüber hergeholt. Dieses Wort Karma in diesem Zusammenhang ist so unreflektiert. Versuch es durch Deutsches zu ersetzen. Was willst du damit eigentlich sagen, wenn du sagst bei einem Behinderten, das ist jetzt sein oder ihr Karma? Was willst du eigentlich sagen damit? Dass es irgendwelche Ursachen gab, dass sie das jetzt erleben. Ja, das sind jetzt leider die genetischen Ursachen, die dazu geführt haben. Mehr nicht, basta, kein Karma. Ja, du hast es viel besser benannt. Okay? Mhm. Keine Schuldzuweisung im Hintergrund, weißt du, dieses Ganze, wir wollen mal versuchen, ohne dieses Wort auszukommen. Mal hinten, ja, Udo hinter dir oder Carsten sieht gerade, wo es lang geht. Carsten bringt. Ja, ich habe noch eine Frage zu dem, was du eben sagtest. Anderen nichts Böses wünschen. So, ne? Oder anderen nichts Schlimmes wünschen. Das glaube ich, wenn ich das so höre, denke ich erstmal, ja, ist selbstverständlich. Einerseits. Andererseits, wenn mir jemand Leid zufügt, ja, oder ich sage jetzt mal, jemand betrügt mich, ja, auf materieller Ebene, dann ertappe ich mich ja schon dabei, dass ich dem
alles Mögliche an den Hals wünschen würde. Ja, deswegen hat mich das eben beschäftigt, was du zum Umgehen damit gesagt hast. Und da wollte ich nur noch mal sicher gehen, dass ich dich richtig verstanden habe. Ja, also du sagst jetzt, wenn wir da von der Geistschulung her mit umgehen, heißt es, dass ich dem anderen erstmal wünsche, dass er heil wird, dass er nicht andere Menschen betrügen muss. Ja, das könnten gute Wünsche sein. Ich würde mir dann noch einen Zwischenschritt wünschen, einen Zwischenschritt sehe ich dann noch, zu merken, ich bin jetzt in dem Impuls, dem anderen dieses und jenes an den Hals zu wünschen. Und merke, indem das sich in mir ausbreitet, rutsche ich eigentlich in eine Haltung, in ein Verhalten hinein, was sehr ähnlich ist dem, was mir geschadet hat. Ja, ich beginne hineinzurutschen in ein Sein, wie ich eigentlich gar nicht sein möchte. Ja? Und es ist als erste Haltung ist mir so, oh, wenn jetzt so Ärger und Hass in meinem Geist, in meinem Herzen Einzug halten, dann erkenne ich mich selbst ja gar nicht mehr. Und jetzt geht es erstmal um Selbstschutz. Ja, also ich möchte vielleicht erstmal lernen, überhaupt jetzt wieder zu atmen und nicht in diesem negativen Wünschen zu bleiben. Ich würde jetzt nicht direkt in einen entgegengesetzten und einen besseren Wunsch rüberspringen, sondern erstmal sagen, okay, komm mal zur Ruhe. Ja, und dann guck mal an, was passiert hier gerade. Und das ist ganz normal. Du bist jetzt gerade in dieser Zahn-um-Zahn-Logik oder so. Ja, du bist jetzt gerade in einem Vergeltungsgedanken und so. Ja, aber wo willst du eigentlich wirklich sein? Und da ist eine Neuorientierung, findet statt und eigentlich geht es jetzt erstmal um dich. Es geht jetzt gar nicht darum, dem anderen viel Gutes zu wünschen, sondern das kann dann die Folge davon sein, so wie ich mir wünsche, jetzt die Ruhe zu bewahren und etwas weiser mit der Situation umzugehen, so wünsche ich es natürlich dem anderen dann auch. Das ist dann die Verlängerung davon. Und dann ist es vielleicht nicht aufgesetzt und geht nicht so gegen die Negativwünsche, die vorher da waren. Ich ersetze nicht das Negative durch etwas, was da entgegengesetzt, sondern es kommt innerlich schon mal zu einer Lösung und daraus entsteht dann was Authentisches, was ich dann vielleicht der Situation wünsche oder sogar der anderen Person oder allen Beteiligten. Aber das wird dann ganz authentisch sein. Ja, danke, da kann ich was mit anfangen. Und du sagtest dann auch, es würde darum gehen, das sozusagen, wie hast du es formuliert, vollständig anzunehmen. Ich weiß nicht mehr genau, ja. Ja, dieses Leid, um andere sozusagen, es sozusagen für andere noch aufzunehmen, das war andere heute zu erleichtern. Mit den Schmerzen, ja. Ja. Und mit dem emotionalen Schmerz auch. Da habe ich etwas eingeflochten aus dem Lojong Geistestraining des Mahayana. Habe ich etwas eingeflochten, das kann uns noch helfen, diese Situation als eine Lernsituation anzunehmen. Indem ich lerne, damit umzugehen, möge da eine Kraft wachsen, die es sogar anderen ermöglicht, mit ähnlichen Situationen auch auf eine gute Art umzugehen. Macht besonders Sinn, wenn du Kinder hast, macht besonders Sinn, wenn andere tatsächlich auch inspiriert sein können von deinem weisen, mitfühlenden Umgang mit Situationen, dann macht es ganz unmittelbaren Sinn, aber selbst auf der Ebene der unsichtbaren Ausstrahlung, die wir haben, sind so viele gelebte Lernprozesse, machen dann, dass wir tatsächlich inspirierend auch für andere sind. Du weißt ja, vielleicht habe ich das schon mal erzählt, für mich war das so wichtig, ich bin mal Gachin Rinpoche begegnet, das ist jemand, der 20 Jahre in so einem Gefangenenlager, Arbeitslager war unter den Chinesen als wichtiger Rinpoche, wurde dann freigelassen und er hat mit uns geteilt, dass sein wichtigstes Anliegen war, nie den Hass in seinem
in seinem Herzen Platz nehmen zu lassen, in seinem Geist Platz nehmen zu lassen, weil dann wäre eigentlich alles verloren. Dann wäre dieser Geist hier wie korrumpiert worden, ja, und dann hätte sozusagen der Angreifer gewonnen, ja. Also er hat sich das als junger Mann so klar gemacht, meine Aufgabe, meine Selbsthygiene besteht darin, meinen Geist wirklich zu schützen vor Hass, auch wenn mir Schlimmes widerfährt, und in den anderen immer wieder ihre Grundnatur zu sehen, die es mir ermöglicht, mit ihnen auf eine andere Art Kontakt aufzunehmen. Und tatsächlich ist es dann zu vielen Begegnungen gekommen, wo ihn seine Wärter sogar dann schlussendlich um Rat gefragt haben. Und ja, also weil er sein Herz frei halten konnte, war er dann sogar ein inspirierendes Beispiel für andere. Ja, also da gibt es viele solche Beispiele, aber das ist einer von denen, der recht offen darüber gesprochen hat. Okay, vielen Dank. War da nicht noch so ein dritter Schritt, was du sagtest? Ich keine Ahnung. Alles klar. Danke. Dann kommt jetzt die Iris. Ja, also ich habe eine Frage zum Gewaltfreien. Du hast gesagt, sich gewaltfrei im Umgang mit sich selbst zu sein und im Umgang mit anderen. Und ich prüfe mich da. Also das heißt, ich habe immer, damit verbinde ich immer auch eine Gefahr, unlebendig zu werden. Das heißt also, bin manchmal gerne lebhaft und widerspreche auch und so weiter. Das heißt, und ich erinnere mich immer so an Anthroposophen. Also ich war mal in so einem Kreis und das kam mir so dann so farblos vor. Oh ja. Das heißt also, wie finden wir da eine gute Mitte? Also wo wir sehr aufmerksam sind, uns eben gewaltfrei zu verhalten. Und eben auch unsere Lebendigkeit nicht zu verlieren. Ja, das ist gut. Vielleicht kannst du das, behalt mal noch das Mikro, vielleicht willst du ja noch was nachfragen. Mein Weg damit ist, es mir auch zuzugestehen, in Fettnäpfchen zu treten und meine Lebendigkeit auch zu leben, auch wenn ich mal was Blödes sage, aber dann hoffentlich die Flexibilität zu haben, wenn ich merke, oh, das tat ich gut, mich gleich wieder zurückzunehmen, mich vielleicht zu entschuldigen und ja, und meinen Standpunkt auch zu verlassen, wenn ich gerade einen Standpunkt vertreten habe. Ja, also diese hinterherkommende Flexibilität, dass die anderen vielleicht auch merken mit der Zeit, man darf dann auch mir was entgegensetzen und dann ist da nicht eine Härte, sondern ich kann dann auch darauf eingehen. Das kann dann wirklich hilfreich sein. Mit der Zeit ist es so, dass unsere Lebhaftigkeit sich befreit von den unbewussten Impulsen zu schaden, den unbewussten Impulsen zu manipulieren. Die sind ja nicht bewusst, das machst du ja nicht extra, aber die sind noch nicht so gereinigt, wie man sagt, sind noch nicht so aufgelöst. Und da sind also manchmal noch so Muster in uns aktiv, die bei dem spontanen Handeln halt so reinfunken können. Aber ich bin so wie du unterwegs, dass ich denke, Spontanität ist da manchmal ein höheres Gut, als alles vorher so dreimal zu überlegen, ob ich das jetzt sagen darf. Na, also ich finde Spontanität ganz, ganz wichtig. Ja, und das führt halt auch zu Konflikten dann, möglicherweise. Das kann dazu Das ist führen, ja, und das ist, also danke für die Antwort. Das ist immer ein Prozess. Also das ist mir aber immer wichtig, dass man nicht zu brav miteinander umgeht, finde ich. Ja, vielleicht kannst du auch rausfinden, weißt du, man spricht ja auch von Konfliktfreudigkeit als Qualität. Vielleicht kannst du auch herausfinden, wie konfliktfreudig dein Gegenüber ist, weil manchen Menschen kannst du mehr zumuten als anderen. Und das ist auch wichtig herauszufinden, wen habe ich gerade vor mir und dann mein Verhalten auch anzupassen. Manchen kannst du viel von dir zumuten und anderen nicht so viel. Dankeschön. Ja, okay. Und Tillmann und Sven? Ich habe eine Frage zur Meditation heute Morgen und zu meiner Meditationspraxis, die sich über die Jahre schon
sehr verändert hat, aber was gleich geblieben ist, dass ich eine starke Bevorzugung habe, die Augen zu schließen. Ich habe grundsätzlich eigentlich schon das Gefühl, dass eine Durchlässigkeit ist zwischen innen und außen, dass es nicht eine starke Bevorzugung ist, das Außen auszublenden. Zum Beispiel liebe ich das zu hören in der Meditation, feine Wahrnehmung zu kultivieren, sozusagen von dem, was akustisch wahrnehmbar ist, was ich riechen kann, wie Wärme und so ist. Aber beim Sehen ist es so, wenn ich versuche, die Augen offen zu halten, es bekommt nach einer Zeit eher was Unangenehmes, beinahe Quälendes, dass ich den Wunsch habe, die Augen zuzumachen. Und ich kann, wenn ich da so hinspüre, wie sich das anfühlt, die Augen zumachen zu wollen, dann ist es auch so ein bisschen quasi, ja, schon für mich zu sein, mich irgendwie zu umarmen. So. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst oder ob du mir auf die Spur helfen kannst, wo es da hängt. Also das sind für mich zwei Bereiche, die du ansprichst, die bei mir mitschwingen, wenn ich dir zuhöre. Das eine ist dieses Gefühl, mich zu umarmen, wenn ich die Augen zumache, das kenne ich. Das tut gut, das ist sehr wohltuend. Gibt es nichts dran zu ändern. Ne? Nichts zu ändern. Das andere ist, dass es tatsächlich zu lernen gilt, Augen offen zu halten, ohne ins fixierende Schauen zu kommen. Schau mal, du gehst durchs Leben und du hast den Tag über fast immer die Augen offen. Und es strengt nicht weiter an. Und wenn du meditierst, ist es nach 10 Minuten, nach 5 Minuten schon anstrengend. Was passiert denn da? Da gebe ich dir eine Übung mit, die ich selber gemacht habe, um das mit dem Sehen während der Meditation zu lernen. Ich öffne die Augen, ich schaue und dann, während die Augen offen sind, konzentriere ich mich aufs Hören. Und das nimmt die übermäßige Aufmerksamkeit aus dem Sehen raus. Guck mal, ich mache das jetzt gerade. Ich schaue jetzt auch weg von dir, damit kein Fixierendes, sondern ich schaue einfach und höre jetzt ganz viel und das entspannt den Sehsinn. Wenn du das mal raus hast, wie das ist, wie sich das anfühlt, wenn der Sehsinn entspannt ist, dann brauchst du nicht mehr den Trick mit dem Hören anzuwenden. Aber zu Anfang ist der richtig gut. Ja, du ziehst die Aufmerksamkeit raus aus dem Sehsinn, aber die Augen bleiben offen und plötzlich können sie offen bleiben. So lange, ohne dass irgendwie eine Müdigkeit, eine Spannung entsteht, weil sie machen dürfen, was sie wollen, weil es schaut ja niemand. Ja? Mach das häufiger mal, dass du offene Augen mit Hören kombinierst, weil das scheint ja ein starker Punkt bei dir zu sein. Dann dürftest du merken, dass es möglich ist, immer länger die Augen offen zu haben. Und das brauchst du aber auch nicht ständig, aber du eröffnest dir damit eine zusätzliche Möglichkeit. Und das gilt natürlich für alle. Was ich jetzt erklärt habe hier, das ist ein Rat für euch alle, weil das ist natürlich, das ist etwas, was ich sehr häufig gefragt werde. Dankeschön. Okay. Inwiefern ist der Dharma ein oder auch kein Standpunkt? Genau. Was ist denn so deine Antwort? Das Oder. Gute Antwort. Dharma nimmt eine Sicht ein. Dharma als gelehrter Dharma ist tatsächlich immer das Sprechen mit einer gewissen Sicht, auch wenn die innere Sicht eine Nicht-Sicht sein könnte. In dem Moment, wo kommuniziert wird, wird eine Sicht vermittelt. Insofern können wir sagen, es ist ein Standpunkt, es ist eine Art, die Welt zu sehen. Und zwar speziell behauptet man, es wäre die Sicht der Erwachten. Okay. Aber wenn wir dann
schweigen und bewusst werden und jenseits der Worte gehen, dann zeigt sich, dass Dharma keine Sicht ist, sondern ein Erleben ohne Mittelpunkt. Ja, und also ich habe jetzt nur ausgeführt, was du gesagt hast. Danke. Gerne. Ja, dann nehme ich jetzt erst die Zoom-Fragen. Die haben die alle hingeschrieben, dann würdest du das Mikro kriegen oder einer von euch kriegt das Mikro, der Carsten, und ihr sprecht stellvertretend für die im Zoom. Das ist schön, wenn ihr schreibt, macht es uns die Dinge noch leichter. Aber sag ruhig dazu, wer was gefragt hat. Hedwig Vordermeier hat gefragt, Frage zu heute Morgen, zu 5. Shila, keine bewusstseinsvernebelnde Substanzen und fallen darunter auch bewusstseinsbeeinflussende Medikamente wie Psychopharmaka oder starke Schmerzmittel? Nein, die fallen nicht darunter. Die sind ausgenommen davon, das ist Medizin und da gibt es normalerweise keine Alternative, deswegen fällt es nicht darunter. Schaut einfach, dass es zu keinerlei Missbrauch dieser Medikamente kommt. Hedwig, du schreibst nochmal rein, falls dir die Antwort nicht genügt, dann komme ich nochmal drauf zurück. Und Carsten macht aber währenddessen weiter. Ist eine Frage von Nathalie Bauer. Wie komme ich da als Geisel einfühlsam wieder raus, wenn mich einer zuspricht? Also, ich kann mich an Situationen erinnern, speziell als junger Dharma-Lehrer, wo ich nicht so ganz wusste, wie ich da rauskomme. Und da haben mich Leute manchmal bis zu einer Dreiviertelstunde oder Stunde zugetextet. Und inzwischen habe ich da schon ein paar nette Fähigkeiten entwickelt, um so etwas dann auch ein wenig abzukürzen. Aber ich kürze es nicht immer ab. Manchmal sitze ich einfach da und denke, doch, ich lasse jetzt reden. Das ist in Ordnung, darf jetzt sein, scheint wichtig zu sein. Also bin ich nicht immer dabei, gleich aus meiner Geiselhaft da auszusteigen, sondern bin dann willige Geisel und denke, ja, ist in Ordnung, darf sein. Vielleicht bin ich jetzt gerade der Erste, der da zuhört. Und okay, darf sein. Ich habe also keine wirkliche Antwort gegeben. Ich wollte jetzt keine Tipps rübergeben, wie man so etwas zum Abschluss bringt. Also mag ich jetzt gerade nicht. Müsst ihr selber rausfinden. Eine Frage von Barbara Fischer-Bartelmann. Wie kultiviert man innere Fülle? Oh ja, Barbara, da wir uns doch ganz gut kennen, möchte ich direkt auf einer tiefen Ebene antworten. Ich sehe dich jetzt auch gerade, bist gerade aufgeleuchtet. Und für mich ist das Kultivieren innerer Fülle unglaublich verbunden mit der Praxis von dem, was wir gemeinhin Geistesruhe nennen. Das ist eigentlich ein blöder Begriff für das, was wir jetzt beschreiben wollen. Es ist dieses zunehmende Eintreten in ein natürliches Sein. Und es spielt jetzt keine Rolle, wie viel Einsicht dabei ist. Es ist die Fähigkeit, im eigenen Geist Einkehr zu halten, also zur Ruhe zu kommen, zu Hause anzukommen. Und da enthüllt sich eine unglaubliche innere Fülle. Da öffnen sich die Zugänge zu Liebe, Mitgefühl, Verständnis, Dankbarkeit. Das alles ist dann so im Hintergrund. Und als religiös, spirituell Praktizierende dürfen wir auch einfach sagen, dass wir so in diesem Lassen, Zulassen, Loslassen in eine
ja, Dimension in uns eintauchen, die wir vielleicht auch eine göttliche Dimension nennen dürfen, sodass das ganz reine, unberührte in uns, und das kommt dadurch, dass alles andere abfällt. Und in diesem, eigentlich fällt so viel ab, und das Erstaunliche ist, dass dann die Fülle sich von innen zeigen kann. Als ob Menschen mit der Vermutung herumlaufen würden, dass das äußere Beschäftigtsein die Fülle ist und innen wäre eine Leere, wäre ein Mangel. Und genau das Umgekehrte ist die Entdeckung. Wenn wir zur Ruhe kommen, dann, so würde ich es erklären, dann zeigt sich in uns eine natürliche Lebendigkeit, Fülle des Erlebens. Die Sinneserfahrungen werden wacher, präziser, nuancierter, und die Fülle des emotionalen Erlebens zeigt sich. So würde ich jetzt erstmal als erstes so deine Frage nach der Fülle beantworten. Du kannst gerne noch was reinschreiben, wenn du der Frage noch nachgehen möchtest. Also wenn sich da jetzt durch diese Erstantwort noch was weiteres auftut. Oder natürlich können wir denen auch das Gehör verleihen. Also wir können natürlich auch Fragen über einen Lautsprecher laufen lassen. Sie hat noch eine zweite Frage. Wie umgehen mit ethischen Dilemmata, wo man nur die Wahl zwischen unterschiedlichen Übeln hat? Oh, ja. Zum Beispiel Abtreibung mit sozialer oder psychischer Indikation. Ganz genau, ganz genau. Also ja, psychische, soziale Indikation, ganz klar bin ich auch dafür, dass eine Mutter oder auch ein Paar die Möglichkeit haben, abzutreiben. Und natürlich bin ich auch schon in solchen Dilemmata gelandet, in den Beratungsgesprächen. Und dann ist es ein gemeinsames Abwägen zu schauen. Im Grunde genommen, mein innerer Kompass ist, wo entsteht denn das geringste Leid? Wo kann man das irgendwie unterscheiden? Und manchmal kriegen wir das nicht hin. Wir wissen nicht genau. Und damit habe ich auch gelernt zu leben, mit diesem Nichtwissen. Und genau das, dieses Nichtwissen, traue ich mich dann auch auszudrücken. Ich habe da keine Skala, wo ich sagen kann, das ist wichtiger als das und so. Das Leben des Neugeborenen ist wichtiger als die soziale, psychische, emotionale Integrität der Mutter. Ich kann das nicht gegeneinander abwägen. Ich kann das nicht sagen. Wir schauen einfach hin, wir gehen die absehbaren Konsequenzen durch, und dann ist es ein bestmögliches Abwägen. Ich habe es auch bei gesellschaftlichen Themen. Ich habe jetzt viel über Gewaltfreiheit gesprochen, aber ich habe keine definitive Antwort darauf, ob ein Land jetzt einfach friedlich und unbewaffnet leben soll oder ob es eine Armee haben soll, um potenzielle Aggressoren eventuell abzuschrecken. Ich habe die politische Antwort nicht darauf. Ich habe die persönliche Antwort, aber glaubt nicht, dass das sich jetzt einfach so verallgemeinern ließe für alle und daraus dann schon alle politischen Antworten sich ableiten ließen. Da bin ich auch, so wie du, in einem auch sehr menschlichen Nichtwissen und dann abwägen und nach bestem Wissen und Gewissen dann doch eine Entscheidung treffen. Ich habe jetzt dich nicken sehen und kann das so spüren. Ja, also wir machen einfach weiter, so gut wir können. Okay, Andrea Gaußmann fragt. Übrigens brauchst du die Nachnamen nicht zu nennen, bitte nur die Vornamen, ja? Weil das ja auch aufgezeichnet, aber wir werden diese Aufzeichnung wahrscheinlich dann streichen, weil wir möchten ja nicht, dass Menschen mit Nachnamen genannt werden. Ja? Okay. Andrea fragt. Frage zum Thema Verleumdung, Spaltung, Brücken bauen. Welche Voraussetzungen braucht es, um Brücken bauen zu können? Ja, Andrea, du, für mich, ich kann das nur aus meiner eigenen Erfahrung beantworten, die Voraussetzung, um Brücken bauen zu können, ist, dass ich die Seiten, zwischen denen ich die Brücken bauen möchte,
beide verstanden habe und verstehe, was belastbar ist, ja, also was da Gewicht hat. Ich gebe euch ein Beispiel aus meiner Arbeit mit Israelis und Palästinensern. Für Palästinenser ist es ganz wichtig, dass bei denen, mit denen sie zusammenarbeiten und wo sie Brücken zulassen, ein Verständnis dafür ist, dass hier ein Völkermord über die Jahrzehnte hinweg stattfindet, dass also ein bewusstes Dezimieren einer ganzen Bevölkerung, einer ethnischen Gruppe in Kauf genommen wird, in dem keine Hilfsleistungen zugelassen werden, in dem Krankenhäuser bombardiert werden, in dem schon seit Jahrzehnten die Wasserzulieferungen auf wenige Stunden pro Tag in den besetzten Gebieten beschränkt werden, in dem Olivenbäume gekappt werden, in dem Ziegen erschossen werden und so weiter. Ja, Lebensgrundlage. So, also das Stichwort ist Völkermord, mit anderen Ausdruck Genozid. Und ihr wisst, dass der verstorbene Papst das sogar auch in die Diskussion geworfen hat, ist das nicht ein Genozid, der da stattfindet? Ja? Das ist ein Brückenpfeiler, wenn man mit Palästinensern im Moment unterwegs sein möchte. Ein Brückenpfeiler bei den Israelis ist, also bei den jüdischstämmigen Israelis ist, dass klar ausgesprochen werden muss, dass die Vorkommnisse des 7. Oktobers mit etwa 1.500 Toten und der Geiselnahme und so weiter, dass das eine terroristische Aktion war. Dass das kein legitimer Freiheitskampf ist, wie das auch dargestellt wurde. Also um da sprechen zu können, um da überhaupt gehört zu haben, muss klar sein, dass solche Handlungen nicht zum normalen Freiheitskampf dazugehören. Wenn man überhaupt Freiheitskampf normal nennen kann, aber das ist keine militärische Handlung, es ist kein Befreiungsschlag, es ist ein gezielter Schlag gegen Unbeteiligte, ja, gegen Unschuldige und Unbeteiligte. Und so, das sind so, ich habe das jetzt mit einem israelischen Freund gerade auch so durchgesprochen. Das Passwort, wie man mit Israelis anknüpfen muss, ist, dass terroristische Aktionen auch als Terrorismus bezeichnet werden. Aber wohlgemerkt, das sind diese Handlungen der Hamas oder andere. Ja? Und genauso gibt es aber jetzt Handlungen der Israelis, die auch in diese Kategorie reingehören. Okay? Und das Passwort, so der Zugang für auf der anderen Seite ist das Wort Genozid. Und so muss es einem klar sein. Es ist mir auch ein Anliegen, dass ihr das hört. Ich habe nicht zufällig jetzt dieses Beispiel gewählt. Zu einem Brückenschlag gehört es, dass man die Sprache und das Empfinden der beiden Seiten versteht. Und dass man dann werben kann für ein Verständnis des ganz Wichtigen und Essentiellen auf der anderen Seite. Wenn man das nicht hinkriegt, dann kann kein Brückenschlag stattfinden. Also ich muss mich so weit einfühlen können, so weit hineinhören können, dass ich weiß, das ist die Sicht auf der Seite, das ist die Sicht auf der Seite. Und das ist das Allerwichtigste. Das ist sozusagen das Ausschlusskriterium. Ich kann mit denen überhaupt nicht arbeiten, wenn ich nicht diesen Minimalstandpunkt teile. Ja? Oder zumindest respektieren kann. Ich muss ihn nicht teilen und ich muss aber ich muss ihn kennen und respektieren. So. Dass man so fühlen kann. Und dann kann ich Brücken bauen. Und so ist das auch in Beziehungen. Ich muss die andere Seite jeweils ausreichend spüren können, um in ihren Worten formulieren zu können, was das wesentliche Anliegen ist. Und dann kann ich eine Brücke bauen zu jemandem oder zu mir selbst mit meinem Anliegen oder dem Anliegen der anderen Person und für Verständnis werben. Ja, also ich hoffe, das Beispiel ist angekommen. Es ist natürlich ein krasses Beispiel, aber da das auch in der heutigen Weltpolitik immer wieder so ein wichtiges Thema ist vielleicht gut, die Passwörter zu kennen. Okay, Andrea, ich weiß jetzt auch nicht, ob dich die Antwort erreicht. Also ihr dürft jeweils in den Chat
Aber wir haben jetzt nur noch 10 Minuten. Ist irgendwas zurückgekommen bisher? Nein? Okay. Dann gehe ich wieder hier, oder war noch was? Dann gehe ich wieder hier in den Raum. Du warst schon, oh, ich habe deinen Namen gerade nicht. Katharina, natürlich. Mhm. Katharina sitzt da vorne. Ja, es ist jetzt sehr klein, meine Frage im Vergleich zu dem großen Thema von gerade, bezieht sich auf die Meditation heute Morgen. Genau, ich merke, dass ich würde sagen, ich bin Anfängerin und mir wurde der Unterschied zwischen alleine zu Hause sitzen in der Praxis und hier sitzen sehr deutlich. Und das war sowas wie, hier traue ich mich mehr. Ah ja. Also irgendwie wie so ein, hier ist ein sicherer Rahmen, hier sind Leute, die kennen sich aus und also wenn ich nach innen gehe, dann traue ich mich mehr wahrzunehmen und dann gab es mit der Weite, so mit dem Ozean, also sowohl nach innen als auch nach außen, mit deiner Anregung in die Weite zu gehen, sowas wie so ein Schreck, so eine Sorge, und das kann ich mir kognitiv ganz gut erklären, aber so eine Sorge, verloren zu gehen. Also jetzt gibt es keine Orientierung mehr, wenn ich in die Weite gehe. Ja. Und dann gab es wieder sowas wie so eine Koregulation. Ach, ich bin ja hier. Kein Problem, hier sind Leute, die kennen sich aus. Ich kriege hier eine Koregulation und dann konnte ich es genießen. Ja. Meine Frage ist jetzt, ob du eine Idee hast, wie ich Koregulation auch mit nach Hause in meine Praxis nehmen kann. Ja, es ist wunderbar. Übrigens bin ich dir sehr dankbar, dass du die Frage stellst, weil für mich öffnen sich so unendliche Dimensionen des Leides, wenn ich über dieses vorherige Thema spreche, dass es mir so gut tut, dass du jetzt eine Frage zur Meditation stellst. Okay. Und die ist groß, die Frage, die du stellst. Die ist groß, weil es ist ganz wichtig. Die Koregulation zu Hause, wenn du jetzt auch zum Beispiel alleine meditierst, die machst du durch die ganz konkreten Sinneserfahrungen in deinem Körper, im Hören, im Spüren. Du gehst in das konkret Erlebbare. Und dadurch reguliert sich das Erlebnis der Weite. Die Weite wird dadurch nicht eine Blase, in die du dich hinein meditierst, sondern ist immer in Regulation mit dem ganz konkret Erfahrbaren. So machst du das. Gehst du wieder auf den Atem, gehst du wieder so, ne? Und wenn du das Gefühl hast, du hast mal zu lange nichts gedacht, dann erzeugst du wieder ein paar Gedanken, ne? So bist du in einem Nicht-Festhalten an der Weite oder Nicht-Festhalten an der Tiefgründigkeit. Das alles ist nur Teil des Erlebens. Nichts von dem ist wichtiger als das konkrete Jetzt hier sein. Und so kommt es dir dann vielleicht vor, als würdest du pendeln und mit der Zeit wirst du ganz durchlässig. Die Weite verlässt dich nicht, wenn du im konkreten Erleben bist und auch im Denken nicht. Ja, das beginnt sich alles miteinander zu verbinden und das macht es dann so schön. Ich finde es ganz arg schön, dass du dich in Gemeinschaft da sogar mehr drauf einlassen kannst. Das ist ja auch nicht unbedingt gegeben. Ne? Manchmal ist es ja auch so, dass wir in Gemeinschaft uns etwas weniger trauen als zu Hause. Ja, danke schön. Okay, gut. Dann nutze ich jetzt noch, Richard, du kriegst auch noch die Frage, ich möchte dann noch die Gruppenarbeit einleiten. Richard, du wärst dann der Letzte. Ich komme jetzt leider ein bisschen zurück zu dem Thema davor. Sorry. Okay. Aber nur ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob es dann also mir kommt es, ja, früher habe ich auch gerne über Politik diskutiert oder da fand ich es leichter, vielleicht weil ich einfach krassere Positionen hatte oder klarer für mich war und heute schwimmt das alles mehr und ich finde es für mich echt anstrengend, weil ich häufig das Gefühl habe, die anderen oder ist mein Gefühl, dass oft jemand oder Menschen nicht bereit sind, ihre Position in Frage zu stellen.
So gibt es mir. Dann denken wir, es ist doch gar keine Diskussion. Da jeder will dem anderen seins zeigen, ne? Oder Ja, mir ja, zeigen. Und ich finde das ermüdend und ich halte mich dann meistens raus, weil ich merke einfach, dass es je nachdem, dass ich dann 2, 3 Tage merke, dass mich das beschäftigt. Jetzt nicht permanent, aber immer wieder bis hin in die Meditation hinein. Dass ich dann innere Dialoge habe zu irgendwelchen Themen, die für mich Situationen sind schrecklich, aber ich kann sie A nicht lösen und B habe ich keinen so einen gut stabilen Standpunkt mehr, der mich sicherer macht, so, ne? Wo ich früher dachte, nein, das ist richtig und dann ist das war viel leichter, fand ich so. Ja, und deswegen ziehe ich mich da häufig zurück und ich finde es auch okay, weil ich mich dann schütze und ich hoffe irgendwann vielleicht einen weiseren Umgang damit zu finden, um da brückenbauermäßig ein bisschen was leisten zu können. Aber meine Brücken, oder wenn ich das versuche, geht es mir häufig noch nicht gut genug damit. Und dann mache ich kleinere Pfeiler und lasse es dann dabei. Also wenn ich merke, das kommt nicht an, dann lasse ich es. Also, weil da bin ich einfach nicht stark genug. Ja, das ist ganz, ganz wunderbar, was du da teilst. Mir geht es genauso. Ich bin, was so Meinungsdiskussionen angeht, eigentlich fast diskussionsunfähig geworden. Früher hatte ich so klare Standpunkte, ich wusste, wo es lang geht und es war wirklich, ich erlebe das auch so, die Welt war früher einfacher. Und jetzt ist sie einfach so differenziert geworden und ich weiß in jedem Bereich, dass ich zu wenig weiß. Und dass es nicht ausreicht, um einen definitiven Standpunkt einzunehmen. Und wenn es mir wichtig ist, in einem Bereich eine klare Aussage zu treffen, dann weiß ich, ich muss mich damit richtig intensiv beschäftigen. Da komme ich nicht drum rum. Mal kurz so ein bisschen hier und da Nachrichten und so weiter und dann schon eine Meinung haben. Nee. So geht das nicht. Wenn ich wirklich in einem Thema etwas sagen möchte, dann muss ich mich richtig damit befassen. Und dazu bin ich meistens zu faul und das ist mir nicht wichtig genug. Ja? Aber ich kann euch zumindest mal sagen, was im Dharma so normalerweise gesagt wird. Damit habe ich mich befasst. Aber jetzt politische Standpunkte und so, da müsste ich auch mich richtig einfuchsen. Und selbst dann ist es nicht sicher, ob man da zu einem klaren Ergebnis kommt. Vielleicht schon manchmal. Ja? Also das ist, glaube ich, ein Preis, den wir zahlen für unsere wachsende Empfindsamkeit und Offenheit, dass wir viele Standpunkte, Sichtweisen verstehen können und es nicht gleich klar ist, welche die zu bevorzugende, zu unterstützende ist. Das ist keine X-Beliebigkeit, das ist nur, dass wir der Komplexität des Seins gewahr werden. Ja, und dass wir nachvollziehen können, dass man zu so einer Anschauung kommen kann. Aber auch gleichzeitig merken, es ist aber auch nur eine Teilsicht. Und da ist ja noch das und da ist noch das. Und das ist gut, das ist heilsam. Und dann bräuchte es in einzelnen Bereichen, ein intensiveres Befasstsein. Also wenn du mich fragst, es gibt auch Fragen, die für mich klar sind. Also ich bin nicht für die herkömmliche Landwirtschaft. Ich bin tatsächlich für eine ökologische Landwirtschaft. Damit habe ich mich zeitweilig ausreichend beschäftigt und weiß inzwischen genug darüber, wie sich Humusschichten aufbauen und wie sie nicht weniger werden, wie sich Nährstoffe im Boden aufbauen und mehr Ertrag liefern statt, ja, so. Aber das ist so nur ein kleines Beispiel. Und es gibt andere Bereiche im Leben, wo ich es nicht so genau weiß. Ja? Oder nicht so genau zu glauben weiß. Ja? Zu wissen glaubt, das wäre die Richtung, so rum hätte ich sagen müssen, zu wissen glaubt. Ja? Und jetzt zurück zur Gruppenarbeit. Das ist jetzt das nächste Thema. Also, heute Nachmittag sind Gruppentreffen. Ihr trefft euch an Orten, die ihr selbst wählt. Unten der Raum, wir haben jetzt nicht mehr den Raum des Spielzimmers, sondern wir haben im Erdgeschoss, hinten im Flur bei der Männertoilette, haben wir einen dieser Tagungsräume, diesen Abteilbar. Und da trifft sich das Teachers Training. Also diejenigen, die in diesem Multiplikatorentraining mit dabei sind, wir treffen uns dort und wir schauen dann,
ob wir in einer Gruppe bleiben wollen oder uns in 2 Gruppen aufteilen. Um 15 Uhr. Und alle anderen suchen sich aus, ob sie sich privat treffen. Hier der Raum steht zur Verfügung, kann an mehreren Ecken genutzt werden. Ihr dürft euch unten in die Lobby setzen. Speziell der Ort hier vorne am Eingang ist sehr schön geschützt, könnt ihr euch hinsetzen. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, die ihr vom letzten Mal ja auch kennt. Und ihr auf Zoom macht untereinander über euren eigenen Kanal macht ihr Treffen aus, wenn euch das ein Anliegen ist. Und könnt auch jetzt, während ich mit denen hier spreche, könnt ihr jetzt im Chat reinschreiben, wenn jemand noch nicht angedockt hat und noch eine Gruppe sucht, dann nutzt jetzt die Zeit. Ich erkläre jetzt die Fragen. Wir haben jetzt 2x2 Stunden Inhaltsunterricht bekommen und zu diesen beiden Blöcken gibt es die ganz allgemeine, aber unglaublich wichtige Frage, welchen Bezug hat heilsames Verhalten zur Meditation und Erkenntnispraxis? Sehr allgemein formuliert. Bringt das in euer persönliches Erleben? Wo erlebe ich schon, wo erlebe ich schon, dass mir heilsames Verhalten hilft, in die Meditation zu finden? Wo merke ich, dass, wenn ich nicht so toll mich verhalten habe, dass mich das stört in der Meditation? Spricht. Also nehmt diese allgemeine Frage ruhig ins persönliche Erleben. Wo finden Erkenntnisprozesse statt? Wie unterstützen dieser respektvolle, nicht manipulierende Umgang mit mir selbst und anderen? Wo unterstützt das Meditation und Erkenntnis? Also bewegt euch in diesem Feld von Shila Samadhi Prajna. Ja, das ist die erste Frage. Und dann schaut doch mal in die ganz einfach anmutende Frage, welchen Nutzen haben wir von heilsamem Handeln? Wir selbst, wir, unsere Familie, wir, unsere Gruppe, also da, wo eigentlich die Identifikation steckt. Wir tun immer so, als ob heilsames Handeln für andere wäre. Will ich nochmal in den Raum geben, die Ersten, die davon Nutzen haben, sind wir selbst. Die haben garantiert einen Nutzen. Also wir selbst haben garantiert einen Nutzen. Wie viel unser heilsames Handeln anderen nutzt, muss sich immer erst noch zeigen. Okay, also schaut da mal genau hin und schafft die Bezüge in dieses weniger offensichtliche, hey, tut mir doch selbst gut, aber wie genau tut mir das gut? Also nehmt vor allen Dingen mal, kleiner Tipp, wenn ihr nicht genau wisst, wo anfangen, nehmt doch mal das Redeverhalten, das kommunikative Verhalten. Konzentriert euch da drauf. Was hat das für Auswirkungen auf mich selbst, wenn ich mich in diesen 4 Formen des heilsamen Kommunizierens übe? Was macht das mit mir? Und dann, klar, könnt ihr immer noch einen Tick persönlicher werden und euch austauschen darüber, welche Aspekte möchte ich persönlich in der nächsten Zeit, also jetzt in den nächsten Tagen und Wochen, stärken. Also wo möchte ich jetzt gerade ansetzen? Von all dem, was ich gehört habe, wir können ja nicht überall unsere volle Aufmerksamkeit hinschicken, aber etwas hat mich berührt. Wo möchte ich die Aufmerksamkeit hinschicken? Vielleicht hat mich was berührt in der Diskussion über Sucht, dass ich da fühle ich mich angesprochen. Ich habe da auch einen Aspekt in mir, da möchte ich meine volle Aufmerksamkeit reinschicken. Da habe ich was im Sprechen, im Reden gehört, da möchte ich die Aufmerksamkeit. Da war was mit der Geisteshaltung, mit den 3 heilsamen oder nicht heilsamen Einstellungen im Denken. Darauf möchte ich achten. Schaut mal hin, was euch besonders angesprochen habt. Und wenn ihr nicht mehr dazu kommt, die in der Gruppe zu besprechen, macht euch persönlich dazu ein paar Notizen. Und zusätzlich als Auftrag fürs Teacher-Training, wie erkläre ich die 10 heilsamen und schädlichen Handlungen
einem Kind. Einem Kind etwas zu erklären bedeutet immer, es richtig verständlich machen zu können. Mit einfachen Beispielen. Bedeutet normalerweise, dass wir es dann auch gut verstanden haben, wenn wir so weit sind, es einem Kind erklären zu können. Wie heißen noch diese Fibeln, Ratgeber für Dummies oder irgendwie sowas? Ja, heißen die so? War das zufällig der richtige Begriff? Dharma für Dummies, genau. Aber bitte, Kinder sind keine Dummies. Kinder sind hochsensible Geschöpfe, die immer fühlen, wenn wir nicht authentisch sind. Das kriegen die sofort mit. Deswegen etwas Kindern zu erklären, braucht einen ganz hohen Grad von Authentizität. Die spüren das und es muss einfach sein. Das heißt, es muss aus dem Intellekt ins Herz gerutscht sein. Dann klappt es gut. Also das ist die spezielle Aufgabe für die, die Multiplikatoren sein wollen. Ungefähr so alt wie wir selbst. Also die Frage war, wie alt sollen die Kinder denn sein? Ungefähr so alt wie wir selbst. Meine Erfahrung ist, dass Erwachsene unglaublich glücklich sind, wenn sie Dharma-Unterweisungen zuhören können, die Kindern gegeben werden, weil sie es dann endlich verstehen. Also, versucht es mal so auf den Punkt zu bringen und so klar zu machen, dass es jeder versteht. Bitte? Wer? Für dieses Teachers Training gibt es eine Liste, wo man sich schon angemeldet hat. Und wird auf unserer Webseite erklärt. Das sind Menschen, die jetzt schon eine Meditationsgruppe anleiten oder das in nächster Zukunft vorhaben und die sich vorbereiten, Multiplikatoren zu sein. Manchmal sind es auch einfach Menschen, die zum Beispiel als Lehrer, Lehrerinnen sowieso im Alltag Multiplikatoren sind. Es gehören auch welche dazu, die in der Uni unterrichten oder die Sozialhelfer sind, also die ohnehin immer wieder auf die eine oder andere Art und Weise Dharma sprechen, ohne das Dharma zu nennen. Also so etwas, das gibt es auch, solche Möglichkeiten. Und wenn dich das gerade angeht oder euch beide, dann, und ihr wisst es noch nicht, dann kommt jetzt kurz zu mir und fragt mich noch, falls ihr noch nicht auf der Liste seid. Aber das ist schon, da führe ich Buch drüber, wer da drin ist. Okay. Gut? Dann eine schöne Mittagspause und ihr seht euch miteinander wieder um 3 Uhr an dem Ort, den ihr jetzt vereinbart habt. Bleibt der Raum offen? Der Raum bleibt offen, also lasst keine Wertgegenstände hier.